So. Wir springen mal rüber. Das und dann das hier an und hi. Es ist Samstagmorgen. Viel zu früh eigentlich. Normalerweise streame ich um diese Uhrzeiten nicht. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich konnte wenig schlafen. Ich schätze mal, es wird jetzt auch erstmal ein kürzerer Stream und dann später vielleicht nochmal einer. Werde ich sehen. Werde ich später gucken. Auf jeden Fall habe ich Lust, weiterzuspielen. Wie man hier möglicherweise schon da oben sieht, ich habe so ein bisschen mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Ich dachte tatsächlich, dass diese Nebensachen sind wirklich nur so Nebenkämpfe und das war's. Aber nein, wir haben jetzt Lawrence wieder da. Der ja am Anfang irgendwie weg war. Da hatten wir ganz kurz ein Gespräch tatsächlich bekommen. Ja. Das heißt, anscheinend sind in diesen Nebenaufgaben, die man auf der Hauptmap bekommt, auch ein paar storyrelevante Sachen dabei. Also hier ist Lawrence. Hi. Wie ich sehe, gibst du auch hier Chess. Hat Haus Regan dich als Söldnerin angeheuert? Es könnte jeden Augenblick ein Krieg ausbrechen. Du musst bereit sein, zur Tat zu streiten. Sind wir nicht schon im Krieg? Ihm versichern, dass du bereit bist, ihm versichern, dass du dich nicht vorbereiten musst. Ja. Oh, ich bin bereit. Sei bereit, dass ich das Warten langsam satt habe. Nun, das hört sich vielversprechend an. Ich erwarte genau dieses Selbstvertrauen auch auf dem Schlachtfeld. Allerdings, als Erbe einer hochrangigen Adelsfamilie steht es mir zu, den meisten Ruhm zu ernten. Behalte das besser im Hinterkopf. Ich habe halt so ein bisschen trainiert tatsächlich und ein bisschen was abgeändert. Und Lawrence kein einziges Mal verwendet. Unter anderem... Achso, wir können jetzt übrigens essen gehen und Aktivitäten machen und so weiter. So, ja, Frühhaus ist ähnlich. Ja, so ein paar sind halt schon auf höheren Leveln. Marianne habe ich jetzt stattdessen zur Kavalierin gemacht. Weiterin. Weil sie tatsächlich eine Fähigkeit hat, die ich viel zu spät erst gesehen habe. Tierfreund. Sie heilt sich dadurch, dass sie einfach reitet. Cool. Was macht die Verzweiflung? Wenn die KP 50% oder weniger betragen, Kraftangriffe durchbrechen die Angriffe der Abwehr des Gegners. Durch das die abwehren alle Angriffe. Was auch immer ein perfekter Abwehr ist, den habe ich mir noch nicht gemacht bisher. Glaube ich. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Okay. Genau, ich habe schon mir zu Demon gemacht. Das letzte Mal ja darüber geredet wurde, dass Diebe ziemlich gut sein sollen in dem Spiel. Das werden wir dann sehen. Lass uns mal hier vernünftig hinsetzen. Einen Moment. Mit dieser eine Haarsträhne hier steht die ganze Bewegung. So. Das Mikro mache ich auch mal näher ran. So. Und ich würde damit anfangen, dass wir uns erstmal ein paar Unterstützungsgespräche hören. Wir haben nämlich so ein paar offen. Ich bin gespannt. Hey, Claude. Looks like you had another one of those meetings. You finally finished? For today, yeah. But we're picking up right where we left off tomorrow. That's a lot of talking. What could possibly call for that much discussion? Well, first, we need to settle on a direction for the Alliance. And then come all the pesky little details. All responsibilities need to be doled out fairly, but each territory has different resources and different circumstances, you know? So it's tricky to figure out what's really fair. There's no one answer that works across the board. But you're their leader. Can't you just make a bunch of decisions and get it over with? Wenn es doch nur so einfach wäre. No can do, I'm afraid. I may be the leader, but I'm still just one of the 5 great lords. Sure, I may be the idea man, but I don't have the authority to enforce anything on my own. On top of all that, most nobles are experts at focusing on what's good for their own territory instead of what would benefit the Alliance as a whole. When priorities clash, the debates just go around and around in endless circles. Makes me wonder if we'll ever reach a consensus on anything. Hold on. Do you really think you'll win the war like this? You'll always be on the defensive if you can't act decisively. I hear you, believe me.
The process works much better in times of peace, but since we're at war, it's frustrating to say the least. What's worse is that it's near impossible to get a read on the situation. I don't have the foggiest idea how we're going to overcome this. Say, mind if I pick your brain? What would you do in my shoes? What, me? Well, I guess I'd... In deine Meinung einhämmern, dieser Art von Konflikten einfach ausweichen. Klingt beides nicht nett. Aber ja, Claude schätzt Ehrlichkeit, also würde ich sagen. Just hit him with the old ba-bam, you know? That's the way. Ba-bam. Right. Think you could elaborate on that a little? What I'm saying is, why not just get rid of all the talking? You mean get rid of the Alliance's council altogether? Exactly. If you give yourself more authority, then it won't take as long to make decisions. Nope. It doesn't even have to be permanent. Nope. You could go back to the old way once things are peaceful again. Mm. But I guess that wouldn't go over too well with the other nobles, huh? Mir gefällt nicht, was Chess hier vorschlägt. Also gerade als jemand, als Deutscher, sollte man das jetzt nicht, na gut finden. Nur so nebenbei bemerkt, wir haben da so eine Geschichte, was das angeht. So ein Rat abzuschaffen nur für Krieg. Actually, I think you're onto something. Can't say it hasn't crossed my mind before. If folks at the Round Table just keep looking out for their own territory's interests, we'll be in a world of hurt if the Alliance is ever invaded. I just wish they could see that. Whoa, are you seriously considering it, Claude? Bitte nicht. Of course. Unfortunately, the possibility of it actually happening right now is basically zero. But you've given me a lot to chew on. Let's do this again sometime. Just say the word. Schön. Was haben wir noch so? Achso, die sind alle gerade nur mit Chase, okay. Phew, glad that's finally over. Oh, hey! Nice job out there. You too, Hilda. Good to see you back safe and sound. That was one close fight, huh? You think so? I didn't even break a sweat. Really? Well, I guess we did have the upper hand for most of it. We sure did. And yet you still charged headfirst into the most contested part of the battlefield. You know, that's why you end up feeling like every battle is some huge ordeal. It's so unnecessary. Welcher Kampf wird hier erwähnt? Ich weiß nicht, wovon wir reden. Dich verteidigen. Whoa, hey now. Unnecessary? That's a little harsh. Someone has to get in there and turn the battle in our favor, even if it's dangerous. I know, but why do you always have to be that someone? Living fast and loose is only gonna land you in an early grave. Well, it's not like I'm trying to live like anything. This is just how mercenaries are. You can't distinguish yourself by hanging around in the back, and if you don't stand out, you don't get paid. People notice you if you do something showy on the front lines, and that can bring in the next job, you know? You're basically commanding an entire army now? What does recognition matter at this point? Auch ein guter Punkt. You're probably right. I guess I've just gotten so used to fighting like that, it's hard to change. Aren't there a bunch of mercenaries in Goneril territory? Pretty sure I've heard of a merc company stationed at the throat. Yeah, we use mercenaries a lot when we're beating back the Almiran army. Then I'm sure they're the same as me. Haven't you seen them going all hog wild, competing with each other up at the front? I've never really fought with them, but I can imagine that they're way different from regular knights. My brother is always going on about how some guy from some mercenary company or other died fighting at his side. No surprise there.
The more a merc makes a show of themselves, the easier it is for the enemy to spot them. Right? And that's exactly why I'm worried about you. No, You don't have to stress about grabbing attention and getting paid anymore. das ist schon süß. So just take it easy, okay? We don't want you dying before your time. Ja, komm, dir zustimmen. Yeah, okay, I'll keep that in mind. It's not like I have a death wish or something. I can't really change my fighting style overnight, but I'll try to keep the recklessness to a minimum. Don't worry. You know, I've never seen a noble worry so much about a mercenary. You just sit back and enjoy the show, all right? Enjoy the show? Yeah, that sort of talk is so not making me feel any better. Ja, gut. Oh, hello there. Are you doing some research? Yeah, I was just looking through records of past battles. Figure I'll probably run into some similar situations. That's admirable of you. I thought that someone with a mercenary background would be a little more reckless with their fighting. Oh, das wollte ich noch erwähnen. Ich habe Lysithia ebenfalls zur Schwertkämpferin stattdessen gemacht. Einfach so Jux und Tollerei. Weil, warum eigentlich nicht? Oh, wait. I'm sorry. That sounded a bit rude, didn't it? No, you're right. My fighting style was pretty loose when I was a mercenary. Actually, I can't say it's really changed that much. But I've got more responsibility now, so I've had to adjust some. Any mistakes I make would only cause problems for everyone else, right? Huh. You're much more studious than I thought. I can see why Claude trusts you so much. You really think I'm held in such high regard? That's what I've heard, at least. It's very impressive, especially since you're so young. Thanks, Lysithia. And the same goes for you too. For a kid, you're amazing at what you do. Das waren die falschen Worte. Excuse me? Was ist? Who is a kid? No. Well, you are. No. I must ask that you refrain from treating me like a child. I wasn't trying to... You said, and I quote, for a kid. I'm aware that people often treat me like a child, but to think you'd call me one directly to my face! I work harder and contribute more to this army than anyone else here. It is truly vexing that something as inconsequential as my age can dictate how people treat me. I'm sorry. I had no idea you hated being treated like a kid that much. This is not a matter of like or dislike. My belief is that those who fight alongside each other should treat one another as equals. Ihr zustimmen. Well, yeah. I thought I was complimenting you as an equal, obviously. Then there is no need for any qualifying language. You should compliment me as you would anyone else. Hold on, didn't you tell me I was impressive for being so young? Doesn't that mean you assessed me based on my age too? True. Me saying you're impressive in spite of your age is completely different than you saying I'm pretty good for a weak little baby. Das hat sie nicht gesagt. Pretty sure I didn't phrase it like that. Richtig. But it's what you meant. Nein. I should have never complimented you. You know, an adult wouldn't get all stubborn and combative like this. I am not being combative. I'm simply having a normal conversation with you. Is that a problem? What about this is normal to you? Die haben es irgendwie ein bisschen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an Konflikten kommen. Wir sind doch schon fast bei Marianne auf dem B-Gespräch, fällt mir gerade auf. Ist auch nicht mehr weit entfernt.
Oh. Hm? Immer noch so ein bisschen Angst, was die beiden angeht. Phew, what a workout. Oh, hey, are you here to train too? Nah, just grabbing something I forgot earlier. Is this normal training time for you, Leonie? Well, yeah. We've been so busy lately, I've had to squeeze it in whenever I can. Huh. You work hard for a mercenary. I'm just starting out in my career, so I can't afford to slack off now. I only started training as a merc after the Officers Academy closed, remember? Meanwhile, you were one before you even came to the Academy. You've got years of experience on me. Still, you're skilled and you've got brains, which means you're more promising than the average rookie. I hope you're right. I have to distinguish myself at some point, or else I won't be able to face the captain. You have a captain? Yep. Uh-oh. He visited my village when I was a kid, and I practically begged him to make me his apprentice. I was probably a huge nuisance, but I was so desperate to get out of my village and be independent. Gerald treated me like an annoying little brat at first, but eventually, he taught me for real. Jetzt hat sie gerade Gerald gesagt. Warum steht das im Text nicht? He showed me everything. Tricks of the trade, standard training routines, basic strategy. Don't you have a mentor? Someone who showed you the ropes? A mentor? Komisch, dass darauf sich eingegangen wird. Nein, ich habe mir das selber beigebracht, würde ich sagen. No, I'm self-taught. I've managed to get by just looking at others and copying what they do. Huh. Well, I guess most mercenaries are like that. Either way, you still have loads more experience than me. I need to work hard so I can catch up with you. Den Gerald-Part haben wir jetzt Well, einfach if you ever übersprungen. want help from an old pro, just say the Okay. word. Ich nehme es einfach mal. Thanks. I'm glad to have a role model I can count on. Ich sehe, dass da noch ein großer Konflikt kommt. Ich sehe das noch kommen. So, Ignaz und Lysithia. Okay. Ah, there you are, Ignaz. Hello, Lysithia. Do you need something? I wanted to thank you for your actions in our skirmish earlier. You blocked the enemy's approach, which allowed me to maintain my position on the battlefield. I'm very grateful. Oh, you don't need to thank me. Protecting comrades is all part of the job when you're a knight. At first, I thought knighthood would prove to be a task beyond your ability, but you've turned out to be surprisingly dependable. Didn't you come from a merchant family? I sure did. Then if I may, why have you chosen to become a knight instead of taking over the family business? Because I'm the second son. My older brother is going to take over the business. My father wanted me to become a knight so I could help my brother that way. It was a lot to deal with, but in the end, I'm pretty happy with how it all turned out. It's quite commendable to choose a future based on your family's wishes. Oh, it's not so impressive. Your family must have been ecstatic when you were knighted. I suppose they were. To be honest, I am envious of you. You are? I am. I haven't been able to do anything for my own mother and father yet. I hope to be as strong as you and do something equally wonderful for my parents one day. You're very considerate of your parents, Lysithia. And I know how hard you work when you set your mind to something, so I'm sure you can Mich do liegt this daran, dass too. ihre Eltern wirklich vorher mal erwähnt wurden. Yes, well, if there's anything I can do to help, just let me know. That is to say, I certainly will. Thank you. Now, if you'll excuse me, I really should be going. The work of a knight is never done, after all.
Interesting. Ich wollte auch noch erwähnen, wie cool ich das finde mit dem System, dass man sieht, wie weit es fortgeschritten ist bis zum nächsten Level von dem Unterstützungsgespräch. Das finde ich ziemlich geil. Das gefällt mir. Ja, nur ein Gespräch. Okay. Von mir aus. As I told you before, I do not have a crest. Och nö, nicht der Typ schon Why do you wieder. insist on hiding it? It can only mean your crest is somehow... Please stop. What's going on here? Lysithea. What were you saying about crests? Go on. I study them every day without fail, so this is extremely relevant to my interests. I do hope you have proof of your theory, though. Spewing out unfounded platitudes will just lead to consequences you definitely don't want. I might not look it, but I'm a general in this army. Ah, well. We were just finishing our conversation. Now, if you'll excuse me. Thank you, Lysithea. Think nothing of it. I stepped in of my own accord. You appear to hold a secret or two regarding crests. Well... No need to answer. We all have things we prefer to keep hidden. Still, your situation hits rather close to home for me. Perhaps too close. What? So if you ever need assistance, don't hesitate to ask. We secret keepers need to hold strong with each other after all. Oh, and I'm not saying this because I pity you. But you clearly find your secret painful. In light of this, maybe I've been a bit too harsh on you in the past. Oh no, you haven't been harsh at all. I'm merely envious of how strong and level-headed you always appear to be. I never would have guessed you hold a closely guarded secret just as I do. I'm not gonna tell you, if that's what you're after. Yes, I suspected as much. Still, perhaps you would be willing to hear mine one day? I feel like being around you gives me the courage to finally set it free. I would be happy to hear you out, and also to help rectify the situation if possible. I know quite a bit about Crest's scholarship. That fool talking to you earlier couldn't hold a candle to me. Thank you, Lysithea. I already feel a little bit braver. I'm offering you the full might of my assistance. I hope you can do better than a little. I mean a lot. I know I'm going to feel a lot braver. Dann haben die kein weiteres Gespräch? Das hätte mich jetzt schon weiter interessiert. Okay. Dann halt nicht. Gut. Eine Auszeichnungsverfahren. Oh, okay. Die holen wir uns noch schnell. Well, how'd it go? Edelungssteine, die wir noch nicht verwenden können, aber Dankeschön. Any result's a good result. Gut. Dann würde ich sagen... So öffne ich das Menü. Wir speichern. Und dann springen wir den nächsten Kampf rein, würde ich sagen. So, ich habe das hier jetzt alles halt erledigt. Die 3 Kämpfe. Das will ich auch mit S ran. Alle 3. So. Rosia und wir kriegen als Belohnung ein Rossschwert. Was? Okay. Was eine Belohnung. Verteidigung der großen Brücke. So. Jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich habe seit 2 Tagen ja nicht gespielt.
Das noch näher an mich reinholen. Sir, Vielleicht. Viscount Phlegathon has sent an urgent appeal to reinforce the front lines on the Great Bridge. Oh, vielleicht. Acheron again? How many times does that make it today? Only the 4th. He sent 8 requests yesterday. I'll call that an improvement then. Thanks. Just tell him, message received, keep your chin up, and good luck out there. Yes, sir. Warum so eine halbherzige Antwort? Oder was geht in der Brücke vor sich? Doesn't sound like things are going so good. We'll be able to hold the bridge, right? I wish I could say for sure, but I honestly have no idea. While we've been taking our sweet time getting situated, the enemy's been strengthening their position. Claude, we are nearing the breaking point. My father has sent an urgent request for reinforcements. Oh boy. Things must be getting really dire if Count Gloucester's sent word as well. Then surely it's time for us to depart. We just need to protect the bridge, right? Yes. If it falls into the Empire's hands, there'll be no keeping the war out of Alliance territory. I'd hate to see innocent towns and villages getting caught in the fighting. Ich call das jetzt einfach mal so. Meine Theorie, was passieren wird. Also, was ich denke, was passieren wird, ist, wir schaffen es tatsächlich und dann hintergeht uns Acheron oder Count Gloucester und am Ende haben wir dann das Kaiserreich im Nacken oder so. Das glaube ich irgendwie. With the way things are going, though, I think we should be ready to abandon the bridge if necessary. If we go in determined to hold it at any cost, we could end up sacrificing a lot of lives in a battle we have no hope of winning. If worst comes to worst, it'll be up to us to evacuate as many of our soldiers as we can. The war with the Empire won't end with the coming battle, so I want to keep our losses to the absolute minimum. If the Great Bridge of Myrden falls, then Garreg Mach will be in jeopardy too. That's true. And since Edelgard is set on toppling the central church, it probably won't end well for them. What are you going to do, Shamir? Will you return to aid the monastery? No, I've repaid my debt to Rhea. I no longer have any ties to the Knights of Seros. Das ist nice. All right. Then let's adjourn this war council and get moving. Yeah, let's do this! For the sake of the Alliance, don't hold anything back. I'm counting on each and every one of you. Okay. Ah, Gloucester ist da unten schon. Okay. Strategie wählen. Du kannst für die Hauptquest eines jeden Kapitels vor dem Kampf Strategien auswählen. Es gibt viele Arten von Strategien. Manche Strategien legen die Position von Einheiten zu Beginn des Kampfes fest. Andere treten während des Kampfes in Kraft, um einen Vorteil zu gewähren. Um eine Strategie auswählen zu können, benötigst du Strategieressourcen. Diese erlangst du, indem du auf der Kriegskarte Gebiete eroberst. Zudem kannst du deine Auswahl an Strategien erweitern, indem du die Erkundungspunkte auf der Kriegskarte erforscht. Salve der Allianz. Linhard überzeugen. Linhard überzeugen? Was? Ja, natürlich. Okay, wir haben 30 Punkte. Okay, das ist geil. Jawohl. Lass uns Linhard überzeugen. Ich will Linhard haben. Positionstausch. Ah, nee. Wohlwerkssabotage. Gerüchteverbreitung. Ich glaube, die 3 Sachen wären tatsächlich das Coolste am Ganzen. Ja, Salve ist halt nämlich super. Scharfschützen sind immer genial. Unterstützungsgruppen, warum nicht? Überrede einen gegnerischen General, sich deiner Armee anzuschließen. Wir kriegen Linhard. Ist das geil? Gerüchte verbreiten. Welche Gegner bei Kampfbeginn eine Zeit lang etwas, indem du ihre Moral erschütterst. Senke zu Beginn des Kampfes die Haltbarkeit aller feindlichen Bollwerke. Starte die Schlacht mit einem vertauschten feindlichen verbündeten Position. Was natürlich auch irgendwie geil wäre. So mitten da drin zu starten. Komm, das mache ich. Das klingt witzig. So. Hi, ich bin jetzt übrigens hier drin. Cool. Weiter.
Okay, dann wird Chess hier unten erstmal bleiben. Okay. Erneut, die mit Kreis, das sind die wir wählen, die wir selber spielen. Das heißt, ich will auf jeden Fall Marianne spielen und Teil der Sylvia. Und Shamir. So, den Rest würde ich jetzt erstmal ausrüsten. Raphael lohnt sich halt nicht unbedingt. Ich würde Hilda halt in die Front stellen. Ignaz und Lawrence? Lawrence würde ich halt nicht wirklich verwenden wollen. Auf jeden Fall, ja, Leonie bräuchte ich eigentlich auch noch. Iggy, was kann ich denn mit dir noch machen? Oder nehmen wir Raphael dafür? Aber eigentlich würde ich... Na komm, ich nehme Raphael dafür einfach. Dann soll Raphael einfach zusammen mit Shamir gehen. Und den Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Gut. Dann speichere ich mal. Und los geht's. Wir haben 17 Minuten Zeit und ich habe auf den Rest leider nicht geguckt. This looks bad. We might have to abandon the bridge after all. Either way, we can't afford to lose Count Gloucester. Jupp. Wir müssen zu Count Gloucester. So, dann würde ich sagen... Da können wir noch nicht rüber. Weil hier unten ist nämlich die Truhe. So, du machst das. Du kümmerst dich um den. Du hilfst dir. Ich glaube, ich mache das mit euch beiden so zusammen. Und du versuchst es zu besetzen. So. Dann, wen haben wir denn hier? Acheron. Und hier unten ist Linhard. Okay. Gucken wir mal. Ich sollte vielleicht das mir erstmal holen. Ja? That's not going to be easy. We'll have to take the surrounding strongholds first. Ja, machen wir schon. Acheron. Acheron left with Legion. Not that I expected much from our fraud of a leader. Yeah, sorry about that. We're here now at any rate. Attack! All right, let's take them by storm. Let us take them by storm. Out of the way! Well done. I So. can take it from here. Go forth and continue your assault. I would not trust that fickle weather vane. He's liable to betray us at the slightest breeze. Dann würde ich wechseln. Let's give it a shot. Heiligen. Ihr macht das noch. Das ist alles gut. Yeah, Kannst let's da do gleich mal that. helfen? Don't worry, I won't slack off. Not a problem. Du holst dir das. I've got this. Stand back. Count Gloucester's locked in battle in the center of the bridge. Hurry and rescue him. We must save my father at once. Wir kümmern uns drum. Oh. Oh. Erwin. I had hoped to achieve victory without bloodshed. Wie sind die Kämpfer und Hilfglocken? Okay, aber die Tür ist wahrscheinlich noch zu, oder? Hey, bleibst du wohl hier? Da war ja was. Okay. Wie kommen wir jetzt dort rein? Heiligen. Please, excuse me. Is this okay? Yeah. Und gleich am besten hier zum Verteidigen. Got it.
Leonie bleibt auch hier zum Verteidigen. Let's try this. Du verteidigst am besten Acheron. I'd better back them up. I've got it. Und du? Keine Ahnung, mach einfach irgendwas. Take a breather. We've got an escape route now, yeah? We can't let this stronghold fall. Oh. Die, die es am wenigsten nötig hat, kriegt ein Level up. Schön. Komm ich jetzt so durch? Jawohl. Count Gloucester, are you alright? At least we made it here in time. Ah, so you have come to rescue me. You have my gratitude. Die besiegt ihr auch schon, bevor wir diese Anzeige runter haben. Auch sehr schön. Ihm wurde geholfen. Schön. However, the situation is dire. Please cover my... Erneut, was sind unsere Missionen? Menü. Wir sollen 1200 Gegner besiegen. Okay. Das wird witzig. soldiers as they escape. Now seems like an opportune time to curry favor with the Empire. Up. Troops, we are defecting. Move out. Haben die Seite gewechselt. Looks like Lester's Okay. weather vane. Let's try Weißt du this. was? Du hilfst I'd dem. better back them up. Außerdem, Moment mal, warum sind die... Yeah, let's do this. Oh, das mal wieder alles Don't zurück, worry, bitte. I won't slack off. I've Du got auch. it. Das ist wohl Let's Kommandant, give it a genau. shot. And can't sense the prevailing wind after all. Don't hesitate to take them out. Besiege Acheron. Time to show how strong you've become. Schattengleiten. Nimmst du als Protagonist direkt an einem Kampf teil, kannst du X drücken, um Schattengleiten über das Befehlsmenü zu nutzen. Wenn du Schattengleiten genutzt, kannst du auf der Minikarte ein verfügbares verbündetes Bollwerk auswählen und dich umgehend dorthin teleportieren. Diese Macht kannst du pro Kampf nur begrenzt auf einer... We've got no choice Das but to war jetzt aber abandon the gar nicht. bridge. Count Gloucester, order a retreat. I shall bring up the rear Thank you and very draw much. the enemy away. All troops withdraw from the bridge. I should have never thought the Empire my ally. Post haste. This isn't our last battle by a long shot, so we can't afford to lose any more troops. Guard them as they retreat. Hauptmission: Beschütze den Rückzug der Allianzsoldatinnen. Verhindern, dass die besiegt werden. Okay. Please, I'm not sure I'll be much use, but I'm coming to help. So. I've got it. Jimmy ist dort. Dann Need some kümmere dich backup? darum. Got it. Leonie besiegt währenddessen mal kurz Time to den make a hier. name for myself. Und sobald du das erobert hast, helfen wir dort. Kasper rückt vor. Oh oh. Besiegen Kasper. Okay. I want as Strategie few einleiten. casualties as possible. We could have the support squad protect the retreating troops. Okay. Diese beschützen. them. Gut, machen wir auch. Sag mal, hier unten beschützt aber auch Yeah, niemand. let's do this. I'll back you up. Gut, Not a du beschützt dort problem. Here to ebenfalls. help. Und dich Let's give it a befehligen wir. shot. Stand back. All right. Au. Take it down. It's done. Hammer.
Gut. Er wird immer noch angegriffen? Wo ist er denn? What? Komisch. Kämpfen. Kriegt sie denn gerade bitte an? Da ist die Gegner. So. Dann würde ich jetzt zur Chemie zurückwechseln. Weil die sind jetzt eigentlich fast alle besiegt hier hinten. Und dort immer noch nicht durch. Da ist Casper, den wir besiegen sollen. Ja, komm, das wird schon. Hi, Casper. Was sind das für Handschuhe an der Seite? Oh Gott. Caspar, is that you? No way am I gonna let you stop him. Wo ist er denn? Da ist er. Hey, bleib mal stehen. Caspar, are you alright? Honestly, must you always rush off by yourself like that? Okay. Maybe I should stop. Jetzt kommt Lennart dazu, okay. Und jetzt können wir wahrscheinlich die andere Taktik verwenden. Oder auch nicht. You would have died if you kept fighting. You need to pay closer attention. Was passiert hier oben eigentlich? Ist sie immer noch am Kämpfen? Ah, okay. Please, excuse me. Is Ups, this nein, warte mal, okay? das macht keinen Sinn. Excuse me. Besiegst Is du this den? okay? Yeah, Du besiegst don't den. worry. Attention to what's going on around you. So, ich soll die Handlanger Acorons noch besiegen. Wo sind die? Das ist doch der hier, oder? Wäre ein bisschen komisch. Oh, das hier ist offen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Okay. So geht's auch. Material fallen gelassen, sehr schön. Oh, da sind noch mehr Soldaten. Now we have to guard against any enemy generals in pursuit. We can withdraw once everything is secure. Yeah, they're not gonna let us just waltz out of here. Target the enemy as soon as they pop their heads out. Okay. Oh. This'll make things easier. Yep. I guess we probably shouldn't let them escape. Shall I open the gate to draw them in? Stop, Linhardt! Don't go off by yourself! I'm still too hurt! Sieg hat. So, kann ich jetzt die Taktik ändern? It's a pointless fight. We might be able to convince him to surrender. Ja, hatte ich vor. So. Besiege die Kämpfer. Oh, wow. Wo ist denn da oben Kämpfer? So, schön. Wir haben Lennart. I really don't have
have much choice, do I? Hey, habe ich Sometimes die you have to Taktik fight nicht even when aktiviert? it's a pain. Has the Valley of Torment frozen over? I never thought I'd hear you say something like that. Strategie einleiten, ja. Besiege und rekrutiere Leonard. Okay, ich soll ihn besiegen. Okay. Wir haben gerade mal ein Viertel von dem besiegt, was wir eigentlich besiegen sollen. I will do what I want, though I would prefer to avoid any squabbles with you. Na komm. Geht doch. 21 Stärke. Heilige Scheiße. You know you'll end up dead if you keep going, right? So just surrender already. You could have said as much before you beat me up. You're all cruel, you know that? But fine. You were never the type to fight to the death anyway. If anything, I'm relieved. So you captured Linhardt, huh? Sorry to ruin your fun, but I'm taking him back. Is he the only enemy general left? Then let's take care of him before reinforcements arrive. Ja. Es wäre klug, vor allem hier erstmal noch ein bisschen zu warten. Genau ist die Truhe. Da unten, okay. Weißt du was? Du bleibst auch mal in der Nähe von ihm und währenddessen befriedigen wir dann nochmal. Weiß noch keinen Sinn. Ja, kämpfst du mal weiter gegen die. Ach, die müssen wir auch noch besiegen. Oh Gott. Macht das mal alle bitte oben. Don't worry, please. Is this okay? Ihr könntet wechseln. Moment. Please, excuse me. Und ihr könnt wechseln, genau. Befehligen. Isn't it preferable to take out all the nearby strongholds? Jupp. Komm mal in die Pop. Weil wir müssen nämlich noch 700 Soldaten besiegen. Das war vielleicht ein bisschen unnötig, weil es nicht wirklich viele Soldaten hier trifft. Aber egal. Neue Waffe halt. Sehr gut. Ja, viel zu wenig Soldaten. Ja, hier. Ich will so eine ganze Gruppe haben, Leute. Wo ist der denn jetzt? So, dann... Wie wäre es, wenn ich dich mal darüber haue? Ja. Jetzt genau 600, also genau der Hälfte. Das heißt, das dauert noch ein kleines bisschen. Sag mal, wo läuft gleich Sophia bitte hin? Wo lauft ihr alle bitte hin? Bleibt mal bitte hier. Bleibt mal bitte alle hier irgendwo stehen. Es bringt mir nichts, wenn ihr alle voranreitet, weil sonst ist die Mission gleich vorbei und ich muss noch 700 Leute töten.
Warte mal. Apropos. Wir sind bei 700, genau. Und wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ach, du Scheiße. Das ist nicht gut. Okay. Könnten noch ein paar Soldaten spawnen? Ja, sehr gut. Jetzt. So. Und mal ein bisschen mehr, bitte. Schön. Reicht ja irgendwann noch nicht aus. Na komm. Da ist ja schon wieder jemand im Kampf. Naja. Zurück, bitte. Ich hätte die Truhe anscheinend doch irgendwie übersehen, fällt mir gerade auf. So, wo sind die ganzen Soldaten? Hier. Gut, dann warte ich wieder, bis welche gespawnt sind hier und dann gehe ich währenddessen schon mal rüber und hole nochmal die Truhe. Wie soll man so viele Soldaten besiegen, wenn so viele gar nicht spawnen? Das verstehe ich noch nicht hundertprozentig. Das war schon immer ein Problem, was die Spiele anging. Oh, gut. Okay. Wie sieht's aus? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ja, noch 4 Minuten. Und man sieht auch nicht hundertprozentig, ob die jetzt schon tot sind oder nicht. Weil die halt so durch die Gegend fliegen. Das ist nicht vernünftig angezeigt. Einer meiner Kritikpunkte, die schon immer bei Warrior-Spielen problematisch waren. Was? Warum haben wir das jetzt... Wie haben wir das jetzt bekommen? Hallo? Oh Gott. Aber ich habe gerade meinen Stuhl kaputt gemacht. Ach, dort. Ja, ist nicht so schlimm. Sieht man kaum. So. Ich hoffe, der kann sich erstmal kann sich jetzt noch ein bisschen verteidigen.
Damit ich hier noch ein paar Soldaten grinden kann. Nee, ist er tot oder nicht? Ist so. Ja. Oh, jetzt haben wir die Basis. Verdammt. Bin ich tot? Ist das lange so tot? Na komm her, Kasper. Hier sind nämlich noch ein paar Soldaten, die ich alle gerne noch mitnehmen würde. Und mich drumherum erscheinen halt Soldaten, das ist halt immer das, was ich will. Oh. Die Minute ist fast um. Klappt. Okay. Nein. Ja, toll. Now we don't have to worry about them chasing after us. Jetzt habe ich keine Soldaten mehr zu besiegen. Ist so ernst. What's that? Wait. Ist die Mission noch nicht vorbei? Och nö. Jetzt kann ich die Zeit nicht erreichen. Das ist doch nicht euer Ernst. Och nö. Reinforcements have already arrived. Then I have no other option. Oder? House Gloucester hereby swears fealty to the Empire. Cease fighting and throw down your weapons. Further resistance is futile. What? Fall back! We need to get out of here! Claude, what is the meaning of this? Father, why are you surrendering to... Father! Well, that's bad. Mist. Kann ich das Ziel leider nicht erreichen. What is the meaning of this? Has the Alliance forsaken my father? Far from it, Lawrence. Just calm down and we'll talk this through. How am I to remain calm at a time like this? The noble House Gloucester has been relinquished to Imperial control! Considering his position, I'm sure Count Gloucester anticipated this possibility and has already laid the groundwork to switch sides. I doubt the Empire will lay a finger on your father. So you've been thinking Count Gloucester might surrender all along? The Count's greatest concern has always been keeping the people of his territory from getting swept up in the war. It only stands to reason that he'd prefer a noble surrender to a lengthy, bitter resistance. I expect House Ordelia will follow suit and pledge fealty to the Empire. Lawrence? Shouldn't we be returning to the Count? If we go back to House Gloucester, we will no longer be able to fight for the Alliance. Is that what you desire? No, of course not. Far from it. I intend to remain with the Alliance army as well. Assuming that's all right with you, Claude? I wouldn't have it any other way. This war has only just begun, after all. Since we've lost the bridge, the Imperial army will soon descend upon Leicester itself. We can't allow them to run rampant over our land.
It's time to redraw the battle lines. Bullshit. Hä? Warum haben wir jetzt doch S-Rang erreicht? Besiegt die Gegner 1334? Was? Ich meine, ich nehm's an. Ich werde jetzt nicht mich dagegen beschweren hier. So, jetzt haben wir natürlich tausende Leute erstmal Level Up. Endlich kriegst du auch mal einen Stärkepunkt. Das hat aber auch gedauert. Immer noch mega viel Magie. Ach, Scheiße. Gotta keep pushing myself. I'm making my muscles proud. Not really what I was hoping for. Ja, das war nicht sehr viel. Schade. Cool. I won't let Ja, myself okay. stop here. Das war vorherzusehen. I'm getting stronger. Glad I haven't been wasting my time. Feuerfeger. Cool. Just gotta let my muscle. Oh, warum hat der This'll Faust? come in handy. Ich hätte ihm doch mittlerweile eine andere Waffe gegeben. Postschwert. Yay! Streitkolben 2, sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe ihm nämlich eigentlich einen Streitkolben gegeben. Und eine Giftacke. Ambrosia gab, glaube ich, mehr Heilpunkte. Ne, Verteidigung erhöht. Okay. Mehr Unterstützungslevel. Mal zu erwarten. Und Lennart ist jetzt spielbar. Reputation und Hauptquests. Wenn du einen Hauptquest-Kampf gewinnst, erhältst du Reputationspunkte. Die werden mehr Reputationspunkte gewährt, wenn du bei Abschließen der Hauptquest-Kampfes so wenig Regionen wie möglich eroberst. Was? Wenn du einen Hauptquest-Kampf gewinnst, erhältst du Reputationspunkte. Die werden mehr Reputationspunkte gewährt, wenn du beim Abschließen der Hauptquest-Kampfes so wenig Regionen wie möglich eroberst. Hä? Das heißt, mehr Arbeit wird einem... Das ist aber komisch. Reputationspunkte kannst du in deinem persönlichen Quartier gegen verschiedene Items eintauschen. Okay, wenn das Einzige ist, was man davon bekommt, dann brauche ich nicht. Everyone here? Well, let's get right into it. We have to figure out exactly where we stand in this war. As you all know, the Empire has taken the Great Bridge of Myrddin. The Imperial Army now occupies what was formerly House Phlegethon territory. House Gloucester has surrendered to them as well. Doubtless an agonizing decision on my father's part. House Ordelia, to the east of the bridge, has also vowed not to take up arms against the Empire. We had precious little in the way of arms in the first place. You have my deepest apologies. Die war noch von Anfang an. You don't have to apologize, mehr oder weniger. Lysithea. Count Ordelia did what anyone would have done. And now Lawrence and Lysithea can't even go back home. That's not all. After the battle, the Imperial Army crossed Gloucester territory and attacked Garreg Mach. Rhea and the rest of the Central Church have apparently fled to the kingdom for sanctuary. Then I suppose none of us will be able to visit our old school anytime soon. I hope no one from the church was hurt. There's no point in worrying about it now. But they're all tougher than you think. Now that the monastery has fallen, the front lines are rapidly expanding north. It won't be long before Deirdre is within their reach. And if our capital falls, the Alliance goes with it. We have to stop them there, no matter the cost. That all sounds well and good, but how large of an army will you even be able to raise at this point? I don't think House Edmund will be able to send more troops. I'm sorry. Which means House Goneril is the last of the 5 great lords upon whom we can rely. I'm not
not so sure the combined forces of houses Regan and Goneril will be enough to hold off the whole empire. We'll just have to work with what we've got. And let's not forget the hero of Daphne. Who? Es wäre so cool, wenn wir endlich, wie hieß sie, Judith, wenn wir sie spielen könnten. Oh, das wäre so geil. He speaks of Judith, the head of House Daphne. She was once counted among the five great lords. We can definitely count on her. It helps that she seems to really like Claude for some reason. But we can't expect much from her in terms of sheer numbers. Any chance the kingdom could send troops? I doubt they'll have any to spare. They've just started engaging the Empire themselves over in the west of Fargus. And besides, I'm not sure how much we can really trust them. I still have no idea what's going on in Dimitri's head. Well, we have an idea of how big our army's gonna be, if nothing else. What's the plan? I'm still working that out. For now, all we can do is hold our ground and fight with everything we've got. You can always count on me. And my muscles. Thanks, Raphael. That unfounded confidence of yours is like music to my ears. Lady Rhea, Sedith, I'm relieved you both made it out unharmed. It appears we arrived just in time. You have our utmost thanks for aiding in our retreat, Your Majesty. I can only apologize for the trouble we may have caused your outfit. King Dimitri, I cannot express just how grateful I am to you and all the fine people of Fargus. The honor is mine. Your order provided me with immeasurable aid during my ascension to the throne. My citizens would have branded me a heathen had I not returned the favor. And now it seems we are the ones who owe a debt. The Church shall provide whatever assistance it can to your efforts. If you see it prudent, I have no objection to placing the Knights of our Order under Kingdom command. Thank you both. While it pains me to qualify our hospitality, this kingdom is not a wealthy one, neither in goods nor provisions. I fear we may struggle to compensate your soldiers, or even to feed them. You needn't trouble yourself with such concerns. Your generous offer of shelter will be more than enough. Very well. We've lingered here long enough. Let us make for Ferdiad. There's much to discuss. The Church, the Kingdom, and the battles to come. Ist irgendwie komisch, dass das Königreich kein bisschen darauf eingeht, dass die Allianz the eigentlich mal Leicester existiert. campaign is proceeding smoothly. Indeed. Count Gloucester's timely surrender allowed us to advance with minimal casualties. Ferdinand's battalion is tightening the noose around House Regan's territory as we speak. The Minister of Military Affairs is making the necessary preparations to move his forces into the Alliance as well. Once Count Burgleys takes the field, we won't have anything to worry about on that front. Yes. And at the moment, we have little choice but to divert most of our military might to our conflict with Fargus on the Western Front. I fear Count Rowe's abrupt change in allegiance will have only served to further provoke the Kingdom's army. Ah, yes, him. He disregarded our timetable and launched an attack on the Kingdom without our approval. And in doing so, has done nothing but make trouble for the Empire. Still, we can hardly afford to abandon him. We have led our vassals to believe the Empire will always come to their aid. What a troublesome policy that has turned out to be. The policy may be irksome, but we will not fail to honor it. Dispatch immediate reinforcements to Count Rowe. Understood. And what message shall I send to Count Burgleys? I'm still a little wary of the Alliance's plans, but tell him we leave matters in his capable hands.
Das heißt, als nächstes werden wir wahrscheinlich gegen Bernadetta kämpfen müssen, wenn wir Graf Berkeleys als Feind haben. Golden Wildfire. The Golden Guardian. Gold, 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 gold. After Count Gloucester's surprising defection, the Empire's invasion of Leicester begins in earnest. The Alliance Roundtable unravels, and the region descends further into chaos. Yet the Alliance does not yield. Claude takes command and rallies his comrades, insisting that so long as they can withstand the Imperial onslaught on Regan territory, they will survive. And that's where things are. It's only a matter of time before the Imperial army marches on Regan territory. Once again, Margrave Edmund is only offering financial support instead of troops. My apologies. I'll do all I can on the front lines in my adoptive father's stead. And on top of that, he sent his adorable daughter to risk her life on the battlefield. Unbelievable. I'm so sorry for the trouble. You have nothing to apologize for. The blame rests squarely on your father's shoulders. Mark my words, the next time I see him. He's so good. I think we get the picture, Judith. Save that fire for the battlefield. We're finally free of Count Gloucester and his overbearing pompousness. You don't need to go filling his shoes. Isn't that exactly why you called me here? If I'm to fill his seat, I assume I also get his right to complain. Honestly, what's going on? The Alliance is facing an unprecedented crisis, and these great lords can't even show up to their own roundtable. House Ordelia has no ability to resist the Empire, given our location and lack of military power. Were my father to take his seat at the Round Table now, the Empire might interpret it as a show of defiance. I take it that means House Ordelia won't be contributing to the Alliance in any way. 2 of the 5 Great Lords have effectively forfeited their seats. Why not fill Ordelia's chair with someone like Viscount Seward? Not happening. Can you imagine the fuss Albany and Burgundy would kick up when they learned we only asked Seward to participate? Those 3 houses have always been treated as equals. You said that's big. I doubt Viscount Burgundy could come even if we did invite him. House Burgundy's circumstances are much the same as House Ordelia's. In fact, their position may be even worse than ours. How are we supposed to stop the Empire like this? House Goneril was supposed to swoop in and save our skins, and even they couldn't bother to attend. Leave it to my brother to eat some bad mushrooms just before an important meeting. Don't you make excuses for him. If Holst couldn't make it, then the Duke should have come himself. House Goneril has already pledged their full support. They're not the problem here. Then why waste our time with this conference? Our troops were provided by the Alliance's nobles. You know we can't act without a resolution from the Round Table, even if it is a mere formality. And anyway, the entire Alliance needs to be on the same page if we're going to coordinate our military strategy. Well, as I said, I'm afraid there's not much House Ordelia can do, even if we are informed. Be that as it may, we still have to get this done. Let's move on and discuss our strategy for the battles to come. This is it, folks. Right now, we need everyone focused on defending Deirdre. Here's the plan. When we fought the Empire at the Great Bridge, it looked like they had a number of mercenary groups working for them. And yet, I didn't see any sign of Gerald's company among them. It's not like that was the only battlefield, and there's no shortage of mercenary companies. That's true. And you don't have any inkling of when the Empire is going to launch their attack on Deirdre? No clue. They could strike tomorrow for all I know. Then I imagine there's no time to waste in formulating a plan and fortifying the city's defenses.
Yep. If we lose the initiative, the battle's practically over. If that's the case, then why are all of you just idling the days away? The army can't act until Claude returns from those meetings. It's like no one can even sneeze around here without it turning into an endless debate. A king or emperor can make things happen with a wave of their hand. But I guess it's not so simple when you're leading an alliance. Ruling by consensus may work in peacetime, but it seems to have a distinct disadvantage during a war. Hey, Claude's calling for us. Sounds like the round table's finally over. We better get going. If we don't hurry, all the food will be gone. It's not a banquet, you know. It's a war council. But yeah, Es we should erwartet move. er, dass wir da finden. I'll be right there. Let's start with introductions, shall we? Allow me to present the head of House Daphne, the Honorable... The name's Judith. I'm joining the War Council at the invitation of our Supreme Leader here. It is a pleasure to see you once more, Lady Judith. I am heartened to know that we will be fighting at your side. You're Gloucester's kid, right? You've grown into quite a handsome boy over the last few years. I'm sure all the men here seem like little boys to someone like Judith. Yep. Ah, Duke Goneril's daughter. You've grown quite lovely yourself. You'll be outshining me in no time. Are you kidding? I've got a long way to go before I can compete with you. I don't really know what you two were talking about, but I think I'm ready for it to be over. Let's start the briefing. So, you want us to hamper the Imperial Army's advance in order to delay their arrival at Deirdre? Oh, ehrliches Unterfangen. That's right. And we'll use every bit of time we gain to tighten up our defenses around the capital in preparation. Then we have to avoid losing too many of our allies before the battle in Deirdre. Mhm. Exactly. Hold them off as best you can, but the second you're in any real danger, I want you to fall back. Also It's Guerilla-Taktik. easy enough to order retreat after retreat, but I don't see how that's supposed to win the day. Nach Einzelheiten. Can you be more specific? How exactly are we going to slow down the Imperial Army? We'll use our terrain advantage to impede their progress and keep them off balance. A small force should be more than enough to handle that. Ultimately, our goal is just to buy time until the defenses are ready. And if we can just stop them from taking Deirdre... Claude, I have to ask, are you keeping some kind of incredible top-secret plan from us? Sure, I may have something up my sleeve, but it won't amount to anything if we fail to protect Deirdre, I can promise you that. But if we succeed, then this plan of yours will get us out of our predicament? If that's the case. Yes. Then there is still hope. You kids are all so young. Don't do anything rash and get yourselves killed, all right? All right, let's reclaim all that time we wasted on the roundtable conferences. Watch each other's backs out there. I know we can do this. Nick. Nick. Das sind viele Gebiete. Oh. I mean schon, okay. Du kannst jetzt alle Verbündeten einladen mit denen du auf Expedition Unterstützungslevel C oder höher erzielt hast. Was? Du kannst jetzt alle Verbündeten einladen. Wozu? Expedition. Sobald du mit einem Verbündeten Unterstützungslevel C erreicht hast, kannst du Aktivitätspunkte ausgeben, um ihn zu einer Expedition einzuladen. Okay? Ab der Expedition kannst du den Verbündeten durch Konversation und Fragen besser kennenlernen. Also wie Tea Time. Ja, es ist Tea Time. Gut. Nur stattdessen ein Picknick. Okay. Got a minute?
Sprich mich dort. Nope. Erstmal haben wir Unterstützungsgespräche. I know you're a clever girl, Hilda, and you just had some bad luck this time. But even if you delegate the job to another, the ultimate responsibility still lies with you, so you need to be careful. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wen ich ausgewählt habe. Sorry. Then take that responsibility and Anscheinend finish Judith? this. Though this much is going to be difficult alone. Ah, Marianne. Nee, Come Marianne. here. Ich wusste, ich habe niemand anderes ausgewählt. Of course. What do you need? I want you to help Hilda. Alright. I can do that. Thank you. Now get to it, you two. Boy, you really blew it this time, Hilda. This isn't like you at all. Sorry you got dragged into this, Marianne. No, it's alright. So, what should I do? Could I ask you to organize all the weapons and armor here by type? I'm going to start with separating the useful stuff from the broken stuff. I was apparently supposed to put each category of item into a different box and take them all to storage. But the message got lost somewhere along the way, which is why everything's now in this giant pile. I understand. Okay. How are you doing over there, Marianne? What the? This is even worse than before! Oh, right, da war irgendwas. Yes, Das sieht nicht so gut ist. I tried to be very specific with how I separated things, but it got a bit out of hand. Hilda, Marianne, I'm coming to check on your progress, and I had better be impressed. Uh-oh. Oh shoot! She's coming! Quick, shove all of this stuff under a rug or something! Ladies, correct me if my eyes are mistaken, but this is in even worse shape than when I first left. I'm sorry, Judith. It's all my fault. True. I had everything arranged just like you wanted, but then, whoops, I tripped and crashed into the pile and Not everything true. sort of went everywhere. I see. Hilda, when I told you to take responsibility for your tasks, I didn't mean you had to burden yourself with absolutely everything. Right, got it. I'll definitely be more careful. Mm-hmm. Well, why don't the two of you take a short break? This mess clearly isn't going anywhere. I'm so sorry, Hilda. This is all my fault. Don't worry about it. I mean, it's actually my fault in the first place, you know? True. Come on, let's go take that break. I need a cup of tea in a bad way. Alright. Thank you, Hilda. Wieder Marianne, okay. Eine Sache wollte ich kurz nachgucken. Ne, sie taucht nicht hier drin auf. Okay, dann dürfen wir auch hier Judith nicht spielen. Das ist schade. Das wäre cool gewesen. Wäre der perfekte Moment gewesen dafür. Gerade weil sie ja mit dem Degen kämpft und so weiter. Oh, Hilda. Perfect. I am, aren't I? Now, what do you need? I was thinking about getting another round of practice in, but I need a partner. And here you stand. So what do you say? What? But it's so late! Yes, but I just thought up a fantastic move, and I need to try it out or I'll never be able to sleep. Yeah, but I've already bathed, and I really don't want to get all sweaty and gross again. Wait, is that you? You smell amazing. I know! I use floral oils.
I've got a whole bunch of them, and I mix and match based on the situation or just, you know, mood. Wow, that's impressive. I bet you're wondering why I'd go to all that trouble, right? Well, scent is very important. One whiff of something nice can turn a person's entire day around. I get that, but I don't really think it's for me. I'm always training or hunting or something, and the constant sweat would probably wash it right off. Which is exactly why you should use floral scents. Then you'll smell like a delightful bouquet and not some kind of hog farmer. I mean, you're cute already, but you could be the whole package if you just leaned into it. You think I'm cute? No one's ever said that to me before. Or anything even remotely like it, actually. You know what? Let's just do it! Come to my tent. That's where I keep the stash. I really don't think this is for me. Oh, don't be silly. It is absolutely for you. No, really. Besides, I have to go practice that move. Well, too bad. But I'll come find you tomorrow, okay? Oh, this is so exciting! Ernsthaft, so viel Aufwand Wait, ist es auch I don't nicht, think I actually den agreed Öl to anything. aufzutragen. Never mind. I'm leaving. Bye. Yep, just a little bit of effort and she'll really be the whole package. Being the whole package. Okay. Doch interessante Ausdrucksweise. So, haben wir noch eins? Nö. So, gut, dann würde ich jetzt mit... Oh! Jetzt mit Claude reden. Hey, Hündchen! Na du? Moment. Hi! Na du? No? Okay, Claude, ja. Ich rede ja schon mit Claude. Sofort. Hi. Wir wollen den Vormarsch der kaiserlichen Armee verhindern und gleichzeitig unsere Verteidigung stärken. Ich weiß, dass das mein Vorschlag war, aber unseren zahlenmäßigen Unterlegen... Ich sage das jedes Mal beim Vorlesen... Moment, was? War aber... beim Vorlesen müde werde. Aber bei unseren zahlenmäßigen Unterlegenheit bin ich unsicher, ob uns das gelingt. Ergänzen, dass ihr außerdem spät dran seid. Optimismus verbreiten. You sure? Wenigstens kämpfen wir auf eigenem Terrain. Das ist ein Vorteil, den ich glaube, dass wir es schaffen können. Ja, ich weiß deinen Optimismus zu schätzen. Diesen kleinen Hoffnungsschimmer habe ich gebraucht. Also dann, die kaiserliche Armee wartet auf niemanden. Ich sollte mich beeilen, Befehle erteilen. Ich habe zur Vorbereitung auf die kommenden Schlacht ein paar neue Einrichtungen bauen lassen. Oh, du brennst bestimmt darauf, sie auszuprobieren. Na los. Na los doch, keine falsche Schüchternheit. Sie werden sicher als nützlich erweisen. Interesting. Hi, Lennart. Ich dachte, Sie keckern mich ein, doch stattdessen behandeln Sie mich wie ein General. Was denken Sie sich nur dabei? Und nun stehe ich an der Front. Die Allianz muss Hilfe bitter nötig haben. Die ihm zustimmen. Dem werde ich nicht widersprechen. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ich bezweifle aufrichtig, dass ich euch viel nutzen werde. Ich weiß nicht, dass ich einen meiner früheren Freunde überzeuge, die Seite zu wechseln. Doch. Ja, schon schön. So. Da ist eine neue Einrichtung. Welche Waren? Hier könnt ihr eure vergangenen Kämpfe noch einmal durchgehen. Vergangenheit man kann uns viel lernen. Optionale Kämpfe. Wenn du mit der Archivarin sprichst, kannst du jeglichen von dir bereits abgeschlossenen Kämpfe wählen und erneut spielen. Noch Bücher. Nicht nur jede, die an diesem Zeitpunkt... Wenn es dir in optionalen Kämpfen gelingt oder misslingt, in einem davon zu überreden, sich an dir anzuschließen, hat das keine Auswirkung auf die Auswahl deiner Verbündeten in der Geschichte. Which battle do you wish to reflect on? Hier, Kapitel
Brei habe ich nämlich nicht mit S rangelegt. I'll continue gathering Wisst ihr? records of your battles. Kurz davor mir zu denken, das könnte ich vielleicht 100% machen in dem Spiel. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. So, wir haben auf jeden Fall da oben noch einen neuen Händler. Da würde ich als letztes dann noch beigucken. Erstmal glaube ich, dass hier nicht die Schmiede dazu kommt. Ja, Schmiede? Ja, Schmied. Hey there. Need something? Kannst Geld ausgeben, um zu schmieden oder ihre Krafthaltbarkeit zu erhöhen. Ja. Ah, das Schwert wird einfach nur zum Eisenschwert. Schade eigentlich. Streitkolben, 3 Kugeln. Nimmerfehl. Bücher. Waffen reparieren. Du kannst Waffen reparieren lassen, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Wenn eine Waffe kaputt geht, werden ihre Kraft und ihre Haltbarkeit drastisch verringert. Und ihre Attribute werden ineffektiv. Dies wird durch eine Reparatur behoben. Is this it? Das ist jetzt ein Eisenschwert 6. Das ist natürlich cool. Haltbarkeit erhöhen oder Kraft erhöhen? Interesting. Wie viel kostet das? Ach, da unten steht's. Die Veredelungssteine ebenfalls. Komm, machen wir einfach mal. Haltbarkeit ist relativ hoch, aber ich würde es vielleicht ein 1 erhöhen. Damit's... Ach nee, warte. Ah, nee, dann lasse ich es einfach auf 0. Is this it? Schön. Eisenschwert 11. Nice. See you around. Warte mal, Einrichtung erweitern kann ich natürlich auch noch machen. Need something? Was kann ich denn dann machen? Oh, ich hätte die Baumaterialien leider nicht. See you around. So, die nächste Einrichtung ist weiter da oben. Logistikmeisterin. Hier sammeln wir alle nicht benötigten Waffen und Ressourcen. Okay. Irgendwie sind die sind das Lebenselixier darf nicht verschwendet werden. Danke für den Follow, Revox. Revox? Revox. Supplies are the lifeblood of any army. Och nö. Okay, gut. Meine Alerts sind derzeit ein bisschen kaputt. Guten Morgen. Meine Alerts sind gerade irgendwie kaputt. Das heißt, die werden jedes Mal öfter abgespielt. Ich muss mich da mal drum kümmern. Aber jetzt sollten sie wieder gehen. Also jedes Mal, wenn ich die Szene wechsle, dann ist es irgendwie wieder repariert. Keine Ahnung, warum. Ja, bisher gefällt mir das Spiel auch sehr. Also, ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn ich halt am Anfang halt noch negative Haltung hatte. Aber ja. Versorgungsdepots. Kannst du überschüssige Waffen und Ressourcen gegen andere Ressourcen ab. Oh. Ich will es auch gerade. Ja, viel Spaß. Also ich finde es auch richtig genial. Ich bin halt jetzt noch nicht sehr weit. Weil so viel habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber ja. Moment, das heißt, ich kann jetzt alte Sachen, die ich nicht brauche, den schwarzen Adlern. Ja, die würde ich dann als nächstes spielen, tatsächlich. Wenn ich mit den Golden Deer durch bin. So, zum Beispiel die ganzen Eisenbücher, die halt sowieso nichts bringen. Panzerhände. Weil ich sowieso nur einen einzigen habe, der Panzerhände verwendet, kann ich die auch wegmachen. Jede Menge Eisenbögen. Es reicht auch eine Giftaxt, eine Eisen. Ja komm, machen wir auch weg. Die ganzen Sachen ohne Qualität lohnen sich jetzt halt nicht wirklich. Die Sachen kann ich aus irgendeinem Grund nicht wegmachen. Kannst keine Ausrüstung auswählen, die derzeit ausgerüstet ist. Ah. Oh. Das erklärt's. Gut, dann liefern. Cool.
Das ist praktisch. Dann wird nicht das ganze Inventar vollgemüllt. Was mir in Three Houses leider viel zu oft passiert ist. Insbesondere was diese Bataillone angeht. Die es ja anscheinend hier auch noch geben soll. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. So, wo kriege ich jetzt diese Steine her, diese Veredelungssteine? Weil ich habe 272 davon, aber ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, von wo ich das herbekommen habe. Nee, so können wir nicht mehr bekommen. Einfaches Baumaterial. Ich glaube, die brauchte ich auch noch. Aber da gucke ich erstmal, welche ich brauche. Bevor ich die alle dann antausche. Bataillonsmeisterin. Also doch. Du kannst bei der Bataillonsgilde Bataillone anhören, um dir... Okay, ich würde vielleicht eine einfach mal kaufen. Weil ich gehe mal davon aus, dass man sie auch als Belohnung bekommt. Oder in Three Houses war es ja wirklich so, dass viel zu viele davon, die hinterhergeschmissen wurden am Ende. Und dann New Game Plus wurden dann halt noch mehr dazu geschmissen und so weiter und so fort. Und das hörte gar nicht mehr auf. Einfache und knappen Insignien, okay. Come back soon, all right? Gut. Oh, Anna. Welcome. Willkommen in meinem Laden. Oder was einmal mein Laden sein wird. Nachdem ich das vermaledeite Ding eröffnet habe. Jedenfalls, hallihallo. Und seit wann hast du das Spiel? Ich habe es tatsächlich zum Release bekommen, aber ich war halt letzte Woche Freitag. Ich hatte es vorbestellt. Ich habe halt die Special Edition vorbestellt. Und ja, aber ich kam seitdem nicht zum Spielen, weil ich krank war. Und ich wollte es sowieso nur im Stream erstmal spielen. Ja. Ich bin Anna und es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Wenn ich da draußen über etwas Nützliches stolper, nehme ich es in Angebot auf. Schaue also immer mal wieder vorbei. Also die Sachen der Special Edition liegen alle hier. Die Packung selbst habe ich hier auch noch rumliegen. Hier rumstehen. Ja. Welcome. Gut, dann würde ich die Klassen jetzt alle noch ein bisschen anpassen. Oh, da liegt da was rum. Ja, tatsächlich. Hier ist Almira, Albania. Das kennen wir alles ja schon. Vector, okay. Irgendwann schon viel am Grinden. Ich habe tatsächlich offscreen die Nebenmissionen halt gegrindet. Also die am Anfang verfügbar waren. Es waren ja nur 3 am allerersten Mal. Das mache ich halt jetzt auch hier. Also ich würde halt sagen, ich mache die Hauptquests und Quests und interessanten Sachen jetzt im Stream und würde dann halt, wenn ich den Stream beende, dann halt privat ein bisschen grinden. Weil tatsächlich macht das Grinden hier tatsächlich doch sehr viel Spaß. Verglichen mit... Na, Three Houses ging eigentlich auch noch, was das Grinden anging. Die Demo habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Ich hatte sie direkt runtergeladen, also ich habe sie hier noch. Ich wollte die eigentlich streamen, aber kam halt gar nicht dazu. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich wollte sowieso, ja, den ersten Eindruck eigentlich im Stream haben und nicht privat. Gut. So, ich wollte zum Lehrmeister. Training can be the difference between victory and defeat. Haben wir noch irgendwas Neues? Warte mal. In Einrichtung sollte ich jetzt noch erweitern. Wertiges Baumaterial 10 Stück und Veteranenausrüstung. Wertig und Veteranen. Das würde ich ganz kurz mal nachgucken. Das wäre nämlich schon nice, wenn ich das jetzt schon bekommen könnte. Wahrscheinlich aber auch nicht. Supplies are the lifeblood of any army. Eintauschen? Mit mir vielleicht mal Pokémon oder etwas anderes zu spielen? Mal gucken. Also ich würde es jetzt noch nicht sofort machen. Ich habe halt noch einige andere Sachen vor. Insbesondere
bin ich jetzt erstmal hiermit beschäftigt. Das möchte ich definitiv erstmal spielen. Und wir sind außerdem am hoffentlich wieder Dienstag am Stardew Valley spielen. Also ja, wir haben halt auch eigentlich einiges vor. Bleib einfach mal am Ball, vielleicht irgendwann mal. Würde ich mal gucken. So, was war es jetzt nochmal? Irgendwas mit Veteranen, das haben wir nicht. Jetzt. Was ist das andere nochmal? Das war eins von den Baumaterialsachen. Grob, einfach. Lehrling, Schmiedeset, verschiedene Möbel, bescheidene Möbel. Okay, und dann kann ich hier auswählen, wie viel ich haben möchte. Cool. Die habe ich immer alle schon. Oh, ich kann die Einrichtung auch noch erweitern. Dafür brauche ich Endpass, Baumaterial und Lagerbeutel. Wie viele Materialien zu sammeln bewirkt, dass in regelmäßigen Abständen Materialien eingesammelt werden. Geil. Okay, einfaches Baumaterial und Lagerbeutel. Einfaches Baumaterial und Lagerbeutel. Lagerbeutel kriegen wir auch. Ja, nice. Pass auf, machen wir das. Und Lagerbeutel 10 Stück. Wenn ich kein PC oder Handy habe, geht bei mir kein Discord. Das ist nicht gut. Wobei, also Handy, also du hast weder PC noch Handy. Okay, das ist natürlich... mal gucken. Ob man da irgendwas findet. So. Vorräte wieder erlangen. Sehr schön. Dann könnten wir die gleichen Materialien nochmal verwenden, um erhöht die Auswahl an handelsfähigen Items. Verstärkte Versorgungstrupp mit zusätzlichem Personal erhöht die Menge an Materialien, die in regelmäßigen Abständen geliefert werden. Also das ist einfach nur die Verbesserung dafür. Und das hier ist, dass ich mehr Materialien bekommen kann. Oh boy, das wird sehr viel gegrindet. Das sehe ich jetzt nämlich auch gerade erst richtig. Gut, das heißt nochmal 10 hiervon. Geht das denn noch? Ja, das sollte gehen. 120 sind das dann. Das war ein einfacher, ne? Einfaches Baumaterial, ja. Ups. So. Jupp, den kopiere ich mir dann später noch. Also das würde ich jetzt nicht sofort machen. Oder es... Nee, bevor ich mir jetzt aufschreibe oder ähnliches, wir machen das später irgendwann, ja? Also, ich habe sowieso vor, wenn wir später halt eine größere Gruppe hier sind, dass wir dann zum Beispiel so Community Mario Kart spielen oder so etwas. Und dann machen wir das sowieso alle. Also, aber das dauert noch. Später irgendwann. Wir haben noch so einiges vor uns. Ich habe so viele Sachen, die ich unbedingt streamen möchte. Und ja, bis ich dann zu den ganzen Multiplayer-Sachen komme, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Jo. Jetzt kann ich neue Sachen bekommen. Moment. Anfänge. Aber nicht Mist. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Das Veteranenzeug kriege ich hier trotzdem nicht. Ist das die nächste Erweiterung oder ist es hier unten irgendwo? Erhöht die Anzahl erhaltenen Veredelungssteine bei der Ausführung von Waren. Mittelt den möglichen Marktpreis von Materialien. Ne, das wird ja witzig. Everything has its use. I carry a little of everything here. Bei dem kann ich gar nichts davon kaufen, ne? Nee. Schade. Hope to see you again soon. Das ist nicht gut. Cool, das heißt, wir müssen noch ein bisschen länger warten, bis wir die nächsten Klassen zurufen können. Okay, gut, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es halt sowieso ein bisschen länger dauert. Ich meine, wir haben jetzt gerade erst angefangen. Ja, wir sind schon bei Kapitel 4 oder so. Monster Hunter ist halt leider nicht so ein Spiel für mich.
Also, ich weiß nicht. Monster Hunter hat mich bisher noch nicht gecatcht. Time to work you into shape. Aber ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, was hatte ich jetzt vor? Genau, Linhard sollten wir gucken erstmal. Ich würde ihn vielleicht einfach als Magier lassen. Das macht eigentlich am meisten Sinn, weil ich sonst halt auch gar keinen habe. Insbesondere deswegen, weil wir dann ja auch jemanden haben, der heilen kann. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, dass irgendjemand heilen kann. Ja, Lysithia würde ich weiter als Schwertmeisterin machen wollen. Das heißt, es braucht sowieso noch Ewigkeiten. Ansonsten ist eigentlich jeder in seiner Klasse erstmal. 2 Kavaliere, ein Priester. Wir haben eine Diebin. Kommt noch... Ich sehe schon Juli, ne? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Das würde ich mir liebend gerne kaufen. Also ich meine, die Special Edition hat jetzt mega viel gekostet. Der Trailer hat mich halt schon gecatcht. Also es klingt schon interessant. Wie gesagt, Xenoblade 1 war gar nicht für mich. Xenoblade 2 habe ich immer noch nicht gespielt. Das würde ich auch gerne mal im Stream irgendwann spielen. Und Xenoblade 3 sah jetzt schon ziemlich interessant aus. Und Xenoblade X ist halt so geil. Das spielen wir auch im Stream. Ich liebe Xenoblade X. Okay. Als Diebin kann ich sie auch noch nicht weitermachen. So, wie sieht es jetzt hiermit aus? Was hast du für die Special bezahlt? Ich glaube, ich habe zuerst 120 bezahlt und dann haben sie den Preis runtergesetzt und habe ich das Geld wieder zurückbekommen. Und es waren, glaube ich, 100 dann am Ende. Jupp. Und jetzt bin ich bei fast 0 auf dem Konto. Gut, also Schwertmeisterin wird noch Ewigkeiten dauern. Vielleicht könnte ich währenddessen wenigstens zum Medonen machen, um die Fähigkeit zu erlangen. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Dass ich hier wenigstens die Sachen noch durchgehe, dass ich die... Achso, das ist ja nur das Switchen, nicht wahr? Lawrence hatte ich als Mönch einfach mal so zum Spaß gemacht, weil ich sonst keinen hatte. Das könnte man natürlich auch beibehalten. Genau, Raphael ist Kämpfer. Aber ich habe ihm eigentlich eine Angst gegeben. Wenn ich mich nicht irre. Naja. Wollen wir das trainieren jetzt? Ich hatte damals mit die Special Edition normale Warriors geholt. Von Zeit der Verheerung oder von dem ersten Hyrule Warriors? Weil davon habe ich die Wii U-Version auch noch irgendwo hier stehen. Aber die Special Edition leider nicht. Also von Fire Emblem hole ich mir halt sämtliche Special Editions, weil ich bin ein Fire Emblem Freak. Ich habe hier einen ganzen Schrein aufgebaut, was Fire Emblem Sachen angeht. Deswegen. Irgendwann mache ich mal ein Foto davon und zeige das mal hier im Stream, weil ich habe da wirklich eine Sammlung mit ganz vielen Fire Emblem Sachen stehen, auf die ich so richtig stolz bin. Ich liebe Fire Emblem. Gut. Klasse lang bringt dann halt noch nichts. Einrichtung erweitern bringt dann auch nicht wirklich viel. Erhöht die Anzahl der Trainingsplätze auf 5. Stellt Übungswaffen mit höherer Qualität bereit, wodurch die Wartungskosten verringert werden. Verringert die Kosten für die Levelerhöhung. Ja, gut. Ja, das ist nicht so wichtig. Veteranenausrüstung und wertiges Baumaterial, so hieß das, stimmt ja. Das kriegen wir alles noch nicht. Okay. Aber Training sollte ich dann trotzdem machen. Dann ende ich mal gerade die Klasse von Sanchez zum Medonen. Ah, das geht nur als Flügel. Okay. Mein erstes Zusammentreffen mit Fire Emblem klingt nicht so gut. Okay, warum? Welches hattest du als erstes? Okay, welches Spiel hattest du als erstes? Weil ich glaube, schlimmer als bei mir kann es nicht sein. Was war dein erstes Fire Emblem? Das würde mich jetzt schon interessieren. Linhard kann, glaube ich, erstmal so bleiben, aber dem würde ich ein anderes Buch geben. Die GBA-Teile. Ah, okay. Welchen der beiden?
Sacred Stones oder Fire Emblem? Dann gebe ich Ihnen Eisenbuch 4. Ich finde ein bisschen komisch, dass sie zurück zu den Büchern gegangen sind, aber von mir aus. Dann, Glord könnte... Achso, er hat jetzt sowieso den Nimmerfehl, dann bringt das sowieso nichts. Chase kriegt das Schwert. Beide, okay. Weil, das erste Fire Emblem habe ich leider nicht... Also, erste in Anführungszeichen, ne, 7. logischerweise. Das habe ich leider nicht als tatsächliches Modul. Das fehlt mir noch. Das ist einer der wenigen, die mir tatsächlich so noch fehlen. Ich habe es zuletzt halt über Virtual Console habe ich es halt gespielt. Irgendwann mal. Sacred Stones steht aber da drüben auf jeden Fall noch. Und Sacred Stones war, glaube ich, mein zweites Fire Emblem. Das war geil. Sacred Stones gefiel mir ziemlich gut. Insbesondere dadurch, dass du halt die andere Route von Ephraim dann halt später freischaltest. Ja. Oh, Sacred Stones würde ich auch gerne nochmal spielen. Hat aber dann für einen neuen Lauf gestartet. Okay. Ja, okay, da sind, glaube ich, sehr viele dazugekommen mit Fire Emblem Fates. Das war ja auch ein Riesenerfolg, tatsächlich. So. Wobei ich vielleicht nicht unbedingt Chase das Schwert geben sollte, sondern irgendjemanden, der sowieso noch nicht stark ist. Du hast liegen gelernt. Ja, Fire Emblem Fates ist auch das, wo meine Freundin auch reinkam und es so richtig geliebt hatte. Der es so richtig gemerkt hat, oh ja, das ist doch was für mich. Du kannst Freikugel gerne behalten. Lord kann immer viel aufhalten. Iggy, haben wir noch einen besseren Bogen? Na, lassen wir das erstmal. Also, Lysithia hat jetzt das bessere Schwert. Das ist auch wichtig. Marianne. Du kannst auch gerne noch eine andere Lanze bekommen, aber wir haben immer noch nur schlechtere Waffen. Schade. Den ersten Fire Emblem gespielt? Yep, definitiv. Also ich habe alle in Europa verfügbaren Fire Emblem gespielt. Und Gaiden. Fire Emblem Gaiden hatte ich auch gespielt. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, noch nicht irgendeinen der japanischen Titel gespielt, weil vor Fire Emblem 4 graut es mich noch extremst. Das möchte ich auch gar nicht jetzt anfangen. Ach so, doch, und warte mal. Wo ist es denn? Das habe ich noch, aber ich müsste es irgendwann mal spielen. Also Fire Emblem Warriors habe ich auch einmal komplett durchgespielt. Ich hatte es danach nochmal neu angefangen, aber kam nicht sehr weiter danach. Beim zweiten Mal. Ja. Da hatte ich leider die Special Edition nicht von. Was ich so ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, die Special Edition hatte auch nicht so viel. So. Was ist das für eine Fähigkeit? Blaues Lüftchen. Führt die eine deinen abschließenden normalen Angriff aus, bilden sich 2 Windkugeln vor ihr. Nice. Das ist nice. Training can be the difference between victory and defeat. Jo, Training. Das kann, glaube ich, so bleiben. Die beiden sind ganz gut so zusammen. Shamir und ich glaube Claude sollten zusammen. Weil sie halt bei... Ach, warte, nein, das macht ja gar keinen Sinn. Claude und Ignat sollten zusammen, weil das die einzigen beiden Bogenschützen sind. Hat mir auch das kurze Spiel. Ja, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich brauch's nicht, weil ich habe das Remake, also brauche ich das Originalspiel nicht unbedingt zu spielen. Und ja, das Original halt Probleme. Nicht so gut gealtert. Marianne und Leonie können, glaube ich, auch so zusammenbleiben. Willst du nur umdrehen, einfach damit ich den Überblick besser habe. Einer erwischen. Marianne. Leonie. So, dann habe ich nämlich hier die beiden. Ich würde die vielleicht auch nee, ist okay. Kann so bleiben. So. Und dann brauche ich natürlich vielleicht noch die Magier, die vielleicht einfach mal ein bisschen trainiert werden sollten.
Damit wenigstens etwas passiert mit den beiden. Ja, und Tokyo Mirage Session habe ich noch nicht gespielt bisher. Also ich habe es da oben auch noch stehen. Aber alleine schon, dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, eine deutsche Übersetzung daraus zu machen, finde ich schon irgendwie komisch. Also, naja. Gerade weil das von Atlas ist halt schon, ne, AAA-Titel und dann machen sie nicht mal das. Ist halt irgendwie schon ein bisschen schräg. Naja, außerdem ist das Gameplay halt nicht für mich. Also so JRPGs sind eigentlich nicht so mein Ding. Macht trotzdem mega Spaß. Okay, dann werde ich das vielleicht einfach mal im Privat ausprobieren. Oder falls wir noch mal irgendwann Zeit haben, dann würde ich es einfach im Stream ausprobieren. Weil, wie gesagt, JRPGs sind halt nicht für mich. Da wäre es nicht schlecht, wenn man dann einen Chat hat, der einen unterstützt und sagt, hier, das solltest du machen, so und so solltest du machen. Weil für mich sind JRPGs ein bisschen zu komplex meistens im Kampfsystem. Deswegen, meh. Ist halt Persona meets Fire Emblem. Ja, genau. Und Persona ist halt nicht für mich. So. Was so aufeinanderfolgendes Training? Prozess, bis eine Einheit eine Klasse meistert oder die Trainingspunkte aufgebaut sind. Ja, das ist okay. I've got the hang of it. Another trick up the old sleeve. I'll put this to good use. I'll master the. I am capable of. Heilung, genau das, was wir brauchen. Das Stream kann ich dir helfen. Ja, dann würde ich das einfach dann irgendwann vielleicht im Stream spielen. Vielleicht habe ich da noch mehr Spaß dran, als es privat zu spielen. So, wo genau ist jetzt? Da ist Lennart. Aber er kann doch nicht in die nächste... Warte mal. Er war die ganze Zeit lang in der Mönchsklasse und nicht im Priesterklasse? Ist das dein Ernst? Jetzt habe ich die falsche Klasse gelevelt. Das ist ja ernst. Einheitsinformationen, Inventar. Lennart? Hä? Nein, er ist doch in der Klasse. Hab ich mich dann gerade eben verguckt? Wahrscheinlich. Außerdem ist sie noch nicht hoch genug dafür. Okay, gut. Dann halt nicht. Trainieren. Oh. Oh, ich bin so doof. Du kannst die hier auswählen, die Klasse. Lesen hilft. Ich hatte schon gesehen, dass man, wenn man die Einrichtung erweitert, dass hier irgendwas dabei stand. Nein, das nicht. Ja, hier. Stellt die Schwerter zur Verfügung, die einige Übungen erleichtern. Wählt ihr effektiv des Trainings für Klassen... Nee, warte mal, das. Mist, das war irgendeine Verbesserung. Ich weiß nicht mehr, wovon die Verbesserung war. Aber ich hatte es irgendwo gelesen und dachte mir, okay, das ist dann für später. Oder meinst du... Nee. Nee, du meinst wahrscheinlich die hier so dazwischen, oder? Übungsplatz. Okay, gut. Ja, ist später. Das kann ich ja jetzt sowieso noch nicht. Hier noch zu weit am Anfang. So, jetzt aber. Du benötigst den Priester. Verdammt. Moment. Du bist schon perfektioniert im Kavalier. Als Kavalierin. Okay. Du noch nicht. Hier noch nicht. Gut, dann müssen wir die Klasse noch ändern. Für Lawrence. Nämlich zum Priester. Because why not? Ich werde Lawrence sowieso nicht verwenden, aber... Whatever. An ideal match for my
Gut. Still better than training on my own. Schön. Gut. Glad I haven't been Ein wasting my Charakter time. in maximale Klasse. Naja, This'll help me bring. das würde ich vielleicht privat machen. Nie und nimmer würde ich das im Stream machen. Time to work. You can't wait to see how you Es do. lohnt sich, okay. Dann gucke ich mal. Das würde sich jetzt nicht sofort lohnen, aber wenn ich es dann privat mache, dann ja. Hier kommt doch bestimmt auch noch irgendwas hin, oder? Das Gebäude ist so leerstehend. Und hundertprozentig noch was. So, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Was fehlt? Ich habe noch 3 Punkte fürs Essen übrig. Oder für die Tätigkeit, was auch immer. Care to make yourself useful? Oh, warte mal. Was passiert eigentlich hier, wenn ich die noch erweitere? Und dann das... Ah, okay. Warte mal, was? Erhöht die Chance auf den Erfolg beim Kochen etwas. Ja, aber ich habe nicht die Möglichkeiten dafür, das jetzt gerade zu machen. Klassenübergang. Ja, das hatte ich schon gesehen. Das ist ja eigentlich das System aus Three Houses, also... Aber auch dort habe ich nicht so viel Zeit damit verbracht, die alle zu maximieren, weil... Lohnt sich nicht unbedingt. Ja, komm, die beiden könnte ich eigentlich... Counting on you both. Sure, I always get the job done. We all must do our fair share. Hunger is the true enemy. Jo. Also gerade bei in Fire Emblem Warriors, dem ersten, habe ich halt wirklich alles einfach nur in Lucina gesteckt und das war's, weil ich einfach Lucina so cool fand. Also, von all den Charakteren, die es in Warriors gab, mochte ich halt Lucina am meisten. Deswegen war man das eigentlich am wichtigsten. Das ist nur Lysithia. Marianne, aber nicht Lysithia. Toll. Ich würde gerne, dass die beiden weiter... Aha. Am Schaden. Irgendwas müsst ihr doch zusammen mögen. Ihr mochtet doch das letztes Mal irgendwas zusammen. Dass das jetzt gerade da unten nicht angezeigt wird, ist nämlich auch unpraktisch. So, Fischspieß vielleicht. Nein, auch nicht. Ja, haben wir jetzt alles durchprobiert? Heroes habe ich halt irgendwann aufgegeben, weil ich zu süchtig danach war. Ich habe halt gemerkt, dass ich einfach keine Zeit dazu... oder zu viel Zeit damit verbringe. Deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben. Aber auch erst vor 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht. Dann machen wir jetzt einfach Marianne und warte mal. Kampfbeginn, Krieg, Wirkungsweise. Ja, komm. Wen? Oh, die haben auch ein Gespräch. Na dann. Gut. Yeah, the flavor's not really there. Might want to try something different next time. Cooking aside, thank you for giving me a chance to sit and eat with Marianne. Wir haben sogar einzigartigen Text. I don't know why you're so fascinated with me, Linhart, but Doch, das hatten wir gesehen. Für Haus ja auch I schon. suppose it's fine. Darauf hätte ich aber auch kommen können. So, Motivation erhöhen. Und ich habe noch einige Sachen, die ich... Hunger is the true enemy. Ah, nee, warte mal. Steht dann ja extra dort.
Ist egal. Ignoriere mich einfach. So. Einen Punkt hätten wir noch. Klar. Und Leonie. Warum eigentlich nicht? Yeah, the flavor's not... Hey, thanks. It's nice to have a friend who knows what I like. Thanks. I love this. Come back whenever you're hungry. So. Dann würde ich jetzt zum nächsten Kämpfen einfach rübergehen. Wir haben noch Unterstützungsgespräche. Soll ich die erstmal machen? Wie viele sind es denn? Nur 1. Okay. Das kann man schnell machen. What a wonderful meal. Hey, you've still got some food left. You don't want it? That Ogma Wolverine meat's super hard to come by, you know. Oh, I don't really eat meat. You can have it. Don't mind if I do, then. You know, I always feel strangely energized after eating this stuff. You look so pleased to be eating it. If not every day I get to hear you laugh. Did I look funny or something? No, it's just that the look on your face made me feel happy. Instead of just watching other people stuff their faces, maybe you'd enjoy trying some yourself? I am perfectly content just watching. Huh. Well, anyway, it seems like you've gotten more comfortable eating with me, Marianne. I have. When you told me not to act like someone I'm not, at first I didn't know what to do with myself. But I still thought I could learn something from you. And as I talked with you more, I just got used to us eating together. I see. Then why not branch out and eat with other people too? Mealtimes are a great opportunity to make new friends after all. Making conversation and sitting around the dinner table go hand in hand. That's how we ended up friends, right? It might be a good chance to get to know someone else. Da klingt sie mehr und mehr nach Raphael. What's wrong? I'm sorry, it's just... My adoptive father said the same thing to me once. Oops. He did? He often criticized me because I avoided other people so much. He said that, as the heir to House Edmund, I must be at least somewhat sociable. But he never bothered to understand how difficult it was for me to do that. Dich für den Taktlosigkeit entschuldigen, sie weiter ermutigen. Die erste schwere Entscheidung, die ich in diesem Spiel habe. Na komm, entschuldigen. I'm sorry. I was being insensitive, just like your father. Ja, das ist gut. No. You've done nothing wrong. But I don't think it's a good idea for me to get involved with too many people. Why? I only bring misery and misfortune to anyone who gets too close to me. That's not true at all. Why do you even think that? It is true. I know it. Okay, if that's the case, then how's it possible for us to be hanging out right now without any problems? You're right. I should have been more vigilant and kept some distance between us. But you're so kind and I just like being around you. I'm sorry. God damn it, Marianne. I'll stay as far away from you as I can from now on. I should go. I should go. Hey, wait, Marianne! What am I gonna do about her? Ach Mensch.
Gut. Wie weit sind wir denn entfernt von der nächsten Auszeichnung? Das ist noch ein Stück. Gut. Which battlefield are you headed to? Dann, da waren jetzt ziemlich viele diesmal freigeschaltet. Oh, was ist das? Zusatzquests. In sehr seltenen Fällen werden auf der Kriegskarte Zusatzquests angezeigt. Zusatzquests bieten die Möglichkeit von Kurieren von Monstern zahlreiche Belohnungen zu erhalten. Zusätzliche verschwinden, wenn der Zähler auf 0 erreicht. Wenn der Zähler 0 erreicht. Der Zähler nimmt mit jedem neu eroberten Gebiet ab. Au. Aber da kann ich jetzt nicht sofort hin, also muss ich wahrscheinlich erstmal das hier machen. Cool. Na dann, auf geht's. So. Was war nochmal die S-Belohnung? Lohnt sich das? Oder mache ich die dann einfach privat, einfach, dass ich wenigstens vorankomme erstmal? Erst einmal würde ich... Das sind eigentlich die 3, die ich am meisten trainieren wollen würde. Hier, Kollege. Wobei würde ich vielleicht auch als allererstes... Moment mal. Das ist hauptsächlich Lanze. Nicht gut. Vor allem sind die viel gegen Kavallerie. Gut, vergiss es. Ich nehme Hilda mit. Und Raphael. Ich sehe noch hier jetzt noch keine... Kann ich mir das näher ansehen? Kämpfe gewinnen und ich bekämpfe Schwertos, Schwurfhilfe. Ja, okay. Das haben wir doch alles schon gehabt. Kampfkarte. Nein, man kann nicht näher reingehen. Oh, doch, kann man. Okay. Ist hier zufällig eine Truhe? Sieht nicht so aus. Cool. Gut. Dann kann es mir egal sein, ob ich schon mitnehme oder nicht. Dann würde ich möglicherweise nämlich... Die beiden habe ich schon. Okay, dann brauche ich aber Chemie so gesehen nicht mitnehmen. Und könnte vielleicht jemanden wie zum Beispiel Lawrence oder Ignaz mitnehmen. I'll do my best. Gut. So, dann würde ich einfach Hilda und Hilda und Lysithia zusammen rumlaufen lassen. Wobei, das macht keinen Sinn. Andersrum. Machen wir es so rum. Dass Ignaz zusammen mit Hilda rumläuft und Lysithia zusammen mit Raphael. So. Speichern. Immer erstmal schön speichern. Los geht's. You got this, everyone. I'll just watch. Leave it to me. So, Ignaz. I think this will go well. Anzuweisen kann ich irgendwie näher. So. Wohl so nah ran muss ich gar nicht. You can count on me. Ein bisschen näher ran soll ich schon. Als solche anzuweisen. Alright, here I go. Oh, Mist. Da kommt natürlich ausgerechnet jetzt ein... Dem sollte ich vielleicht irgendwie vorbeilaufen stattdessen. Du darfst das Zeitlimit nicht überschreiten. Oh. Ich wahrscheinlich wechseln. No one's taking this place while I So, ihr habt gewechselt? Gut. Dann kümmere dich mal darum. Oder warte, dann würde ich einfach sagen... Sie ist halt dort immer noch mit dem Medonen. Nee, dann mach ich so. So.
Hier, das ist verdammt schnell. Holy shit, die ist jetzt schon da unten? Ich bin das irgendwie nicht gewöhnt. What did you expect? Gut. All right, let's take them by storm. Ich kann es kaum erwarten, wenn sie schnellere Schwertschläge drauf hat. Ich muss unbedingt zur Schwertmeisterin werden. Shall we take up position here? So, was waren die anderen Missionen? 500 Leute nur besiegen. Okay, das geht ja mal. Das ist eigentlich nicht so schwer. This looks like a sticky situation. We have to be careful. Attack! Give them no quarter! That went perfectly. All thanks to me, of course. I'm not going to die yet. I know full well what Ich weiß immer noch nicht ganz, was das bringt, einen perfekten Ausweich zu haben. Sehr gut. Gleich nochmal ein bisschen schneller geworden. Sehr gut. Things have taken a turn for the worse. We must regain our footing or else. Was ist das? Warum ist das Monster hier? Oh, und du hast da unten das Teil erobert. Do this. Wie wär's denn, wenn du das Teil jetzt auch mal eroberst? Don't. It's under our control. Let's take them by storm. Ja, weil. Ist er nicht besiegt? Ups. Ach ja, richtig. Ich kann mir ihre Lebensanzeigen. Bleibst du wohl hier? What a nuisance. Jupp, die Bollwerke wurden alle besetzt. I do hope you'll make this fun for me. Was? Kriegsbedingungen haben sich geändert? Ja, ich kann mich sofort drücken. That's enough, right? What a nuisance. Langsam sollte der auch langsam besiegt werden. Geht doch. Jawoll. Haben wir die Mission erledigt? Auf zum Söldner. Ja, da habe ich mich natürlich perfekt mit dem Angriff in seinen Angriff rein verziert. Das ist so, wie man ausweicht und genau in den Angriff ausweicht.
Wait. Shit, wir sind noch nicht bei 500 Soldaten. Gegnern. Mist. Hätte ich beinahe erst erlangen können. Verdammt. Verdammt. Schade. Ich wusste nicht, dass ich so viel Schaden mache, gerade am Ende. Ja gut, das muss ich nochmal machen. Aber nicht jetzt. Ja, leider zu wenig Soldaten besiegt habe. Schade. I'm not there. I must. Einen besseren Langspeer. Nice. So, dann sollten wir jetzt doch da oben zum Angriff gehen können, oder? Ladebildschirm. Looks like the Imperial Army has finally begun their march in earnest. And they're headed straight for Deirdre. Okay, but what's the problem? This is exactly what you thought would happen. True enough. But even if I read the enemy perfectly and our allies do their absolute best, I can't do a thing about the odds. In the end, it's still a coin toss. It never should have come to this. If only I'd managed everything better in the first place. Hey, don't beat yourself up about it. That's not like you. There was no avoiding this situation, regardless of who was leading the Alliance. In fact, I bet things would be a whole lot worse if it was someone else. Maybe, but I'm not so sure. I can't help but feel there was another way I could have handled this. I had all these grand ambitions when I became leader. So much I wanted to achieve. But there's no time for any of that now. I've got my hands full just trying to keep the Alliance safe. It wasn't supposed to be like this. Tell me, friend. What should I do next? Why are you asking me? I'm no fortune teller. Fair point. I guess all we can do now is keep moving forward. One foot in front of the other. Do you think your leader is all right? He seems a bit worn out. Well, I tried to cheer him up, but I don't think it did much. Ultimately, all I can do is my best. That's probably the only thing that'll actually help Claude anyway. Oh, und da ist noch ein Kampf. Okay. Dann ist ziemlich klar, was wir als nächstes machen müssen. Oh. Das kann ich jetzt nicht sofort machen. Das heißt, ich muss mich hier entscheiden. Cool. Aber die Sachen, die kann ich vorher trotzdem noch sammeln, oder? You're not wrong. Ja, ich kann die vorher noch sammeln. Nice. Was? 2 Einheiten wählen, um ihre Unterstützungswert zu erhöhen. Ja, komm. Marianne und Lawrence. Ist nicht so wichtig. Gut. Dann würde ich mich erstmal um das hier kümmern. Als erstes. Okay, da oben wären viele Ziele, die Schwertkämpfern gut besiegt werden können. Hier unten sind wahrscheinlich alles... Ne, warte mal. Ups, sie ist ja gepanzert. Einsatzort ändern. Halt, nein. Andersrum. Die geht's nach da oben. Schwertkämpfer wären da oben nicht gut, weil das hier unten alles Schwertkämpfer sind und da oben wahrscheinlich Pflanzen. Genau.
Cool. Dann Time to go to work. gehe ich mit ihr da los. Raphael geht von der anderen Seite einfach durch. Und hier wechsle ich die Einheit am besten noch. Am besten Marianne, um sie weiter zu trainieren, weil ich gerne Marianne weiter trainieren würde. Oh, warte mal, stimmt ja, sie ist ja gut dagegen. Ah. Wie wär's, wenn ich dann Chase zusammen mit Marianne nehme? Ja, machen wir so. System, speichern. Und los geht's. I won't fail. We have to just hang in there and... Yeah, let's do this. Don't worry, I won't slack off. All right, here I go. Du machst den. There's nothing these muscles can't do. Und du Not a problem. kriegst den Befehl. Let's work together. Warte. Wenn wir wirklich den hier beschützen sollen, wäre es vielleicht dann besser, wenn ich... Ich glaube, ich lasse Raphael einfach hier unten. Und lasse den beschützen. Ich hätte nicht Raphael mitnehmen sollen. Egal. We must do something. You're here to help, are you not? Ah. Der rückt vor. Ich soll den eskortieren. Gut, dann, gut. Gehen wir hinterher. I do hope you'll make this fun for me. Sehr gut. Is this all right? Ist es schon weitergelaufen? Nein, wir sind noch nicht hier. Ah. Erst drauf. Sind gerade zu viele Gegner. I hope I do this right. I won't run away. Knowing when to retreat is a vital strategy. Hilda, du solltest eigentlich schon weiterlaufen. Oh, warte mal, was passiert denn hier oben? Warte, warte mal. Sehr gut. Dann nehme ich meine alte Taktik und gebe euch den Auftrag, dort mal anzugreifen. We cannot allow the battle to continue trending this way. We've got an emergency. Send backup. Oh, jetzt kämpfen wir natürlich an zwei Fronten. Okay, Hilda. Obwohl, warte mal, das sind einige... We must not suffer defeat. Not here, not now. Okay, time to attack. I'll cover you. I got this. Einige Scheiße. All right, here I go. I better back him up. Okay, gut. Ich muss sie erstmal befehligen. Don't worry, I won't slack off. Please, I'm not sure. Oh, we can skip my turn, you know. Let's do this. Ja. Geht doch. Das sollte alle auf einmal besiegt haben. Hoffe ich. I still have a
Gut. Du beschützt weiterhin. Dann kann ich wieder hier rüber wechseln. No need to fret. Stand your ground. It's no use. We can't gain any ground. Stay back! It's no use. We can't gain any ground. Gut, das war besiegt. Let us begin our advance. So, wenn ihr die da oben jetzt bald geheilt, was auch immer habt, dann könnt ihr euch jetzt da wieder um die Bollwerke kümmern. Die Beschützer, der Schütze wurde beschützt. Sehr schön. Besiege die Diebin und sichere dir den Sieg. Okay. War's das schon? Nee. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Okay, cool. Sehr gut. Er ist ran. Sollte jedenfalls. Yep. Perfekt. Perfekt. Did I really do it? Yep. Genau so soll es sein. Och, come on. Die 2 Punkte, die jetzt noch gefehlt haben. Doppelzusetzer. Okay. Neue Expedition. Wenn du ein neues Gebiet eroberst, erscheint manchmal oben links auf der Kriegskarte ein Expeditionssymbol und dazu der Name einer Einheit. Ja, das ist schön und gut. Aber wir müssen uns darum kümmern. Okay. So here's the thing. Was zu essen, auch schön. Leonie möchte eine Expedition unternehmen. Okay. Schön und gut, aber ich würde vielleicht erstmal die Zusatzquest machen. Dann natürlich, warte. Es steht zwar da oben, aber das muss ich wahrscheinlich wieder zurück im Lager machen, ne? Ich würde, glaube ich, erstmal die Zusatzquest machen. Ah, 2 Bestien. Okay. Riesenwurm. Okay. So, dann Leiste 4. Ich glaube tatsächlich, ich würde Lorenz mitschicken, dass die beiden das zusammen machen. Cool. Los geht's. The fight starts now. I'm not sure I can... Please. I'm not sure I'll be much use, but I'm... Now it is my turn. I will show you what I am made of. Ja, das war auch falsch. Als hat ja zuzuweisen. Perfekt. Jetzt nicht zufällig noch eine Truhe, die ich übersehe oder so?
So, kümmere du dich schon mal um den Wurm da hinten. Oh. Okay, vielleicht doch nicht. I'll do this, but I'll try. You can rely on me. I'll help you. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Let's carve a swath through the battlefield. Out of the way! So. Ich habe eigentlich nach den Siegbedingungen geguckt. Das muss ich vielleicht auch erst mal machen. So. Der ist besiegt. Der nächste bitte. 200 Soldaten besiegen und 7 Minuten gewinnen. Okay. Watch closely. Sieht halt schon mega cool aus mit ihren Fähigkeiten. Das haben wir jetzt auch gleich schon erledigt. So, 200. Gut, los geht's. Wo genau gehst du hin, bitte? Wie wär's denn, wenn du mit dem Boom angreifst? Ups, die Fähigkeit habe ich vollkommen vergessen. Scheiße. Ah, ich vergesse, dass ich mich auch verteidigen kann. Das mache ich so gut wie gar nicht. Ups. Teil noch mehrere Angriffe. Das sieht gut aus. Ups, anscheinend macht er 4 Angriffe. Gut. Ich habe auf den 3. Angriff gewartet. Das ist vielleicht nicht so gut. Ach, komm, macht uns doch nicht so schwer.
Chase auch noch irgendwas? Oder will sie dann einfach nur weiter rumspringen? Nur noch das hier? Ah, okay. Das ist eine gute Idee. Warum auch immer wir gerade keine... Oh, Äxte verwenden müssen. Mist. Ah, ich verstehe langsam die Mechanik. Wait, das heißt dann aber auch, dass der Wurm Probleme gegen Eis hat. Das heißt, wir sollten Marianne verwenden einfach. Ja gut, jetzt sowieso nicht. Aber egal. Zählt trotzdem. Hoffentlich waren das auch nur 7 Minuten. That's no surprise. I worked much harder than anyone else. Irgendwas sagt mir, dass es mehr als 7 Minuten waren. Nee, doch noch. Gut. Das ist sehr gut. I won't let myself stop here. This'll help me break new boundaries. I think it's making sense now. Jede Menge Rostsachen. Zum Stahlschwert, zu Stahlpanzerhandschuhen, Stahlbuch. Ja, nice. Und das sind nur Eisschwerter. Na gut. Agathium. Nice. Cool, das haben wir, aber leider kriegen wir das hier nicht mehr. Kein Platz für weitere Vorräte. Oh. Ja, dann sollte ich vielleicht erstmal zurückkehren. Gut, dann gehe ich erstmal in die Mitte, um zu gucken, was ich noch erweitern kann. Angeblich kann ich irgendeine Einrichtung erweitern. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Jupp, vielleicht sollte die Schmiede erstmal verbessern. Ja, das Lehrlingsschmiedeset sollte ich vielleicht mehr davon holen. Freizeitbereich kann ich auch erhöhen. Habe ich die Materialien für? Schön. Ja, die Freiwilligenarbeit. Den Marktplatz kann ich erhöhen. Sehr gut. Ne, kann ich nicht. Die Händlerlizenz fehlt. Aber die kann ich sagen. Rudimentäre Luxusgütervertreib. Richte einen Vertreibswagen für Luxusgüter ein, um Wiederbeschaffungsgebühren zu sparen. Verringere die Kosten von Geschenken. Für die Auswahl an Waffen. Da sage ich nicht nein. Erhöht die Menge an Gold, die du nach einem Sieg... Okay. Erhöht die Anzahl an Waffen, die gekauft werden können. Okay. So, ich würde aber gerne, glaube ich, den Schmiedebereich dann erstmal erhöhen. Dafür brauche ich das Lehrlingsschmiedeset. 5 Stück. Ne, warte, 10 Stück. Nochmal 10 Stück und nochmal 10 Stück. Okay, ich weiß nur nicht, ob ich so viele bekommen kann. Let me know if I may be of further service. Well, how'd it go? Das nehme ich mir alles mal. Dankeschön. Any result's a good result. Supplies are the lifeblood of any army. Sehr gut, da war noch gerade was von den Lehrlingssachen dabei.
Ich habe aber nicht genügend von den Steinen. Wie kriege ich die jetzt wieder genau? Dadurch kriege ich Veredelungssteine. Ja, das hätte ich mir aber denken können. Moment, dann sollte ich vielleicht erstmal alle auswählen. Wobei, nee, erstmal die Waffen vielleicht verbessern. Wenn ich vor allem die Stahlwaffen bekomme. Dann. Eisenschwert. Ah, das kann ich noch nicht. Ja, okay. Gut zu wissen. Ja, gut. Ramponiertes Buch wird zum Stahlbuch. Ja, gut. Dann nutze ich es nicht. Dann erstmal die Ausrüstung ändern. Yay, Inventarmanagement. Der beste Teil von allen Spielen. Okay, du hast schon. Du auch. Eisenbuch 3. Wir hätten noch ein Eisenbuch 4 übrig. Bitteschön. Streitkolben. Da hatten wir auch was Besseres. Streitkolben 2. Eisenbogen 3. Wir hätten ja noch einen schwächeren. Okay, nein, dann lohnt sich's nicht. Genau, das Schwert war mega cool. Das kannst du behalten. Die Eisenlanze wird auch nicht besser. Wir können noch ein Langspeer noch hinzufügen. Du hast auch eine bessere Waffe mittlerweile verdient. Genau, da haben wir nichts Besseres. Giftschwert finde ich cool für sie. Will ich, glaube ich, lassen. Gut, dann würde ich alles andere einfach abgeben. Da ist er. Irgendwie habe ich sie übersehen. So, Ressourcen liefern. Nee, Ausrüstung liefern. Oh, ich kann die Ressourcen, die ich nicht brauche, die überschüssig sind, ebenfalls dort Bedingungen geben. Oder, nee, andersherum. Ja, andersherum. Ich habe irgendwie gerade vollkommen falsch gedacht. Veredelungsteile tauschen. Oder nicht? Hä? Doch. Worum kann ich die gegen die Steine eintauschen? Okay, alles gut. Ausrüstung liefern. So, und die ganzen Sachen brauche ich nicht, also können die alle weg. Halt, die Rostschwerte nicht. Die Rostsachen brauche ich leider noch. Ja, die wird zur Eisenaxt, die kann ich auch wegmachen. Den Giftbogen 5, den würde ich vielleicht auch noch behalten. Panzerhandschuhe finde ich nicht so toll. Brauche ich nicht. Ja, gut, liefern. Es gibt mir leider nicht genügend, aber egal. Vielleicht reicht es ja trotzdem aus für... Moment, das gucke ich mir jetzt mal an. Hey there. Need something? Um die D-Sachen zu bekommen, brauche ich jetzt noch 4 von den Händen. So, nee, warte mal, von was? Hey there. Need something? Ups. Bei dem Lehrling-Schmiedeset. 4 Stück. Supplies are the lifeblood of any army. Von dem Lehrlingsteil 4 Stück. Everything has its use. Hey there. Need something? Da wird noch jede Menge gegrindet werden müssen. So, kann ich nämlich die Waffen zu Schwertern verbessern. Is this it? Is this it? Es gehen jetzt schon langsam die Veredelungssteine aus. Das ist natürlich nicht sehr gut.
82 Stärke wäre natürlich mega. See you around. So. Dann Chase kriegt natürlich auch gerne jetzt mal ein Speerschwert. Wir sagen, sie kriegt erstmal das Schwert. Und dann haben wir ja noch eine Schwertkämpferin. Und zwar Lissifia, genau. Die das Stahlschwert bekommt. Das sowieso noch verbessert ist. Gut. Welcome. Oh, wir können auch schon Stahlwaffen kaufen. Ups. Na komm, dann kaufen wir wenigstens eine Stahllanze That für. all for today? Come back soon. Kaufen wir wenigstens eine Stahllanze für Marianne. Schon deutlich stärker, sehr gut. Aber die würde ich jetzt noch nicht verbessern. So, einen Punkt zum Trainieren hätten wir auch noch. Time to work you into shape. So, und wir können Chase auch noch zur Söldnerin machen. Sehr gut. Well, this'll take some getting used Erneut, to. das steht ihr. Das kann sie immer noch nicht machen, okay. Sag mal, wie sieht es denn eigentlich mit Shamir aus? Mit ihren Fähigkeiten? Das gucke ich mir gleich an. Genau, Söldnerin und Söldnerin, perfekt. Das hast du auch schon perfektioniert. Männchen auch. Da würde ich sagen, ich würde bei Lysithia wenigstens ihre Spezialmagier, was auch immer, machen, weil sie da vielleicht noch eine besondere Fähigkeit bekommt oder so, die sie vielleicht dann später noch verwenden kann. Das sieht natürlich geil aus. No matter the Soll sie nämlich nicht wechseln. Und dann trainiert sie den Magier nämlich. So. Und die sind eigentlich schon perfektioniert. Toll. Und du kriegst trotzdem eine Söldnerin. Und du auch. Irgendwie drin. Dass ihr wenigstens die Klassen ebenfalls noch ein bisschen trainiert, wenigstens. Nur so ein bisschen. I'd say we both exceeded my expectations. I've got the hang. I'll master it. There must be more to this. Negativ. Nice. Time to work. With proper training, you'll be unstoppable. Care to make yourself useful? Wir könnten jetzt aus... Nee, wir hatten doch irgendwas... Oh, Pferde fliegen. Das wäre perfekt für Marianne. Vielleicht ist er mit dort. Ja, warum nicht eigentlich? Counting on you both. I don't know how much help I'll be, but... Yeah, let's... Und sogar ein Reputationspunkt We all bekommen. must do our fair share. Das ist ja nice. That reminds me. Erinnerst du dich? Du bist mit einer alten Söldnerkompanie in diesem Teil des Kontinents herumgestreift. Yep. Natürlich, wir sind immer in dem Gasthaus dort drüben abgestiegen, oder war es hier drüben? How tiresome. Ahnungslos wie immer, aber der erste Schritt zur Besserung ist stets, seinen eigenen Makel zu erkennen. Okay.
17 Punkte hätten wir bereits mittlerweile. Oh, stimmt, ich habe noch die eine Verona bekommen. Nee, Ambrosia war es. Könnte ich eigentlich auch mittlerweile verwenden. Aber eigentlich nicht so dringend nötig. Später vielleicht. Gut. Zurück zur Kriegskarte. Nee, ein bisschen diesen... Oh, warte mal. War da nicht irgendwas mit der Expedition? Wie genau mache ich die? Wo genau ist Leonie? Oh, ich habe keinen Punkt mehr übrig. Ich bin so doof, ne? Da war ja was. Das kostet ja einen Punkt. Hoppsa, das war nicht meine Absicht. Oh cool, eine Mission, bei der ich mich nicht auf den S-Rang beziehen muss. Schön. Warum sind das 2 Truppen? Also 2 Armeen. Genau, Chemie könnte mal wieder trainiert werden. I will show you true nobility. Chemie wird einfach mal mit Lorenz reißen. Ah, okay, ich muss auch gegen die kämpfen. Who, me? Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen das so. Auf geht's. Keep your eyes open. Mach ich. Now it is my turn. I will show you what I am made of. You can count on me. I'll do Wo my ist sie best. das? Yeah, let's do this. Wo ist sie Don't das? worry, but I wanted to slack off. You can rely on me. Let the battle begin. Move out. Keep up or get left behind. Got it? Let's take it down at once. Sehr gut. I'm dragging the others down. Erste Zeug haben wir erledigt. Das ist wahrscheinlich jetzt Lorenz? Nee, doch nicht. I'll grow as... Ich bin immer noch erstaunt, dass die Bitrate das mitmacht. Looks like that's it for us. That's enough, right? So, wie sieht's bei euch hier drüben aus? Yeah, don't Immer worry, nicht I besiegt. won't slack off. You can... I'll... Of course I did it. Oh, das war... Dass der Kämpfer da gleich noch mitgenommen wird. Good, but Can't fight like this. I'm bleeding all over the place.
Position secure. Okay, ich mag die Diebe tatsächlich sehr. Man kommt so vernünftig voran, während man angreifen kann. So, der City ist schon wieder fertig. Dann besiege erstmal den da. Und du besiegst den da. Unsere Mission nämlich. Nice. What did you expect? Missile come in handy. No big deal. You're in good form. So this is defeat. I'm Ich will jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, nur dafür. Oh, da ist Lava ist aufgetaucht. Oh. For the Empire. Imperial General Ladislava is here to fight. Ja, ich will gerne trotzdem erstmal die Nebenmission machen. Let's get started. Ja, schön. Wer auch immer das ist. Ja, okay. Mhm. Ah, die kann mit Magie an. Okay. Wo sind die denn? You can count on me. I'll do my best. Yeah, let's do this. Don't. Mach das mal zu zweit. Sorry, but I gotta fall back. Und hier soll ich jetzt suchen. Of course I did it. Wie soll ich denn hier suchen? Konnte nicht gefunden werden. Versuche ich das nächste. Okay, gut. Cool. Mach ich. Das habe ich auch gleich mal auf dem Weg mit rein. Befindet sich in Schwierigkeiten. Warum das denn? I might be in a little trouble. Kann nicht gefunden werden. Am nächsten, okay. Wie schlimm sieht es denn hier drüben aus? You can count on me. Allow me to. Gut. Ich klopp mich hier einfach mal durch, auch wenn ich gerade im Waffennachteil bin. I won't ever forget your kindness. Let's move. Please, follow me. You can count on me. You're mine. Schön. Da würde ich jetzt sagen, ich wechsle rüber. I've got it. Ich kriege die Mission da oben, da das Lava Let's give it a anzugreifen. shot. Don't worry, I'm on it. Target captured. Watch closely. That was close. Sehr gut. You know what they say about playing with fire. My word. It's under our control. Gotta get it together. Stand back. You know what they
they say about playing with fire. I got this. Sehr gut. Mission erfüllt. Wins all around. Hi. Hui. Bei mir ist alles fresh. Und bei dir? I'm not there yet. So, die eine Mission wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr verfügbar sein. Aber ich habe nicht genügend Soldaten besiegt. Och, wie schlimm. Hätte sowieso nur Panzerhandschuhe gegeben, die ich sowieso nicht brauchte. Sehr schön. Noch mehr Stärke für Scharnier. Das brauche ich nicht. Die brauche ich auch alle. Veredelungssteine vor allem. Weil mir die doch langsam ausgehen. Ja, jetzt ist es weg. Schade. Jetzt hole ich mir erstmal die Ressourcen vor allem. Die ich eben gerade nicht geholt habe. Okay. Es gibt eine neue, die früher sehr berühmt war. Du hast sie gebeten, sich deiner Armee anzuschließen, aber sie hat abgelehnt. Dann danke, bla 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 bla. Erhöhe die Einheit zur Erhöhung von Magie aus. Von Magie. Plus 5. Okay, das ist viel. Das muss ich mir jetzt gut überlegen. Ich würde es einfach Lennart geben, oder? Ja, komm. Das ist viel. Das ist extrem. Will du das Item ein mit Kunde? Die habe ich leider gerade nicht. Flüchtlinge. Nehmen wir doch gerne. Indeed. Hast du die anderen Teile gespielt? Schön, dass du fragst. Ich habe hier direkt neben mir einen ganzen Schrein mit Fire Emblem Spielen stehen. Also ich habe mir so einen kleinen Schrein da aufgebaut mit den ganzen Spielen, Zusatzsachen, Merchandise und solche Sachen. Also ja, ich bin ein ziemlicher Fire Emblem Freak. Wie viel hast du so gespielt? Das würde mich jetzt schon interessieren, weil die Fire Emblem Community wächst ja nach und nach jetzt schon seit 2013. Deswegen würde mich das schon interessieren. Ja, ich liebe Awakening, Vermächtnis und Radiant. Mhm. Ja, du meinst Path of Radiance. Und Three Houses ein bisschen. Okay. Three Houses kann ich dir, wie gesagt, empfehlen. Dazu sei gesagt, das hier ist ja jetzt Three Hopes, also Warriors Three Hopes, was sehr viele Spoiler hat, falls du noch Houses spielen möchtest. Erstens kann ich es empfehlen, ist einer der besten Switch-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Von allen, die es gibt. Aber das heißt nicht viel, weil ich liebe nun mal Fire Emblem, also sage ich das so oder so. Und ja, wie gesagt, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, hier wirklich viel zuzugucken, weil hier sind sehr viele Spoiler. Also das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Wer das Spiel zuerst spielt, der weiß eigentlich schon sofort, was alles in dem anderen Spiel passiert. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Ich finde, dass es darauf aufbaut, das neue... Ja. Es baut hundertprozentig auf Three Houses auf. Deswegen, da würde ich definitiv vorher auch empfehlen, dann erstmal Three Houses zu spielen. So, ich brauche noch einen Fisch. Ich gucke mal, ob ich den kaufen kann. Damit ich die anderen Sachen bekomme. Also insbesondere die ganzen Charaktere
Deren Hintergrundgeschichten wurden bisher noch nicht so extremst gespoilert, was mich erstaunt. Also gerade was Marianne jetzt eben gerade anging. Aber die grundlegende Story wurde schon ziemlich viel vorausgesetzt, dass man das halt schon kennt. Man konnte doch hier Fische kaufen. Ja, perfekt. Ich nehme dir gerne sämtliche Fische ab. So. Danke für den Follow. Freue ich mich immer drüber. Über Follows. So, jetzt kann ich entweder eine Expedition mit ihr machen. Oder halt mit Hilda. Ich glaube, ich mache es eher mit. Es interessiert mich jetzt halt immer noch, was Leonie angeht. Weil eigentlich müsste zwischen den beiden Charakteren, also dem Spielercharakter und Leonie, ja eigentlich ziemlich großer Konflikt entstehen. Aber bisher kam da noch nichts. Das interessiert mich halt schon irgendwie. Och nö. Ja, meine Alerts sind ein bisschen broken gerade. Ich kümmere mich. Bis zum nächsten Stream kümmere ich mich drum. Ansonsten müssen wir erstmal ohne Alerts leben. Oh, you're already here. Let's go then. Okay, die sind wieder gevoiced. Oh, ich kann einen Zielort wählen. Okay. Yep, let's go. Man kann ja doch rumlaufen. Oh mein Gott, das ist das wichtigste Feature in Fire and the Three Houses gewesen. Dass man hiermit... Nein? Okay, es war hiermit. Okay. Dass man den hin und her neigen konnte, um dann in dem Ladebildschirm so hin und her zu laufen. Und das haben sie für das Spiel aber rausgemacht. Dachte ich. Aber für die Expedition ist wieder drin. Ja, nice. Das heißt, kann ich auch hüpfen? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay. Wahnsinnig wichtiges Feature. Die üppige und grüne Landschaft liegt vor dir, soweit das Auge reicht. Du bindest die Pferde an und lässt sie auf der Wiese grasen. It'd be hard to sneak up on prey here. There's nowhere to hide. Nach einem angenehmen Spaziergang entscheiden Chess und Leonie sich dazu, eine Pause einzulegen. Es ist tatsächlich Tea Time. Wow. Ernsthaft? Sprechen, eine Frage stellen. Ja, warte mal, Kamerasteuerung? Ui, ausbleiben. Wow, ein Baum. Und da drüben noch einer. Okay. Sprechen. Die trinken sogar Tee. Wow. So viel zum Thema. Es ist einfach nur Tea Time. I'm never going to use my lack of a crest as an excuse for anything. Sie an Kraftunterschiede erinnern, sagen andere Dinge seien wichtiger, sagen harte Arbeit wiege das auf. I get it. Schätze ich mal? Keine Ahnung. I borrowed a lot of money from the people in my village so that I could go to the Officers Academy, but then it shut down. I feel really bad about that. Also haben sie doch noch nicht einen Abschluss gemacht. Wow. Das sind ja doch einiges, finde ich. Ihren Weg als Söldnerin loben, sich um ihre Schulden sorgen, Mitgefühl zeigen. Gut, das hat dir gefallen. Sehr gut. Stellen, was kann man denn machen? Nach Freunden fragen, nach der Familie fragen, nach persönlichen Neuigkeiten fragen, nach dem bevorzugten Kampfstil fragen, nach der Meinung über dich fragen, nach Erinnerung fragen. Ich schätze mal, das hier wird am besten sein. I follow Captain Gerald's method. Use whatever means necessary to win. Und darauf reagieren wir nicht negativ, also anscheinend reagieren wir ja positiv drauf. Das als eine Art Wettkampf sehen, remütig lächeln, dich beeindruckt zeigen. Thanks. Mist.
Das war nicht gut. Schade. Cool. Ich bin dann ziemlich angeregt. The conversation got lively. Let's go somewhere with better hunting next time. See ya. Ja, es erhöht die Motivation. Gut zu wissen. Dann habe ich ja jede Menge Zeit verschwendet. Cool. Kann ich noch irgendwas verbessern? Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Das kann ich immer noch nicht verbessern. Gut, aber... Oh, ich könnte hier beides verbessern. Einmal den Trainingsplatz erhöhen. Und dass man das verringert die Kosten für die Levelerhöhung. Okay. So, und für das restliche Zeug brauche ich jetzt leider die Materialien, die ich nicht bekommen kann. Zeigt mir aber an, ich kann immer noch was verbessern, was? Oh. Erhöht die Effektivität des Trainings für Pflanzen, Bögen, Panzer, Bücher. Nur dann. Wenn es mehr nicht ist, nehme ich das gern. Let me know if I may be of further service. Dann kann ich das gleiche jetzt gleich nochmal mit Hilda machen, wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich würde noch an den Materialien gucken. Supplies are the lifeblood of any army. Wow, das ist jetzt nicht wirklich viel. Na gut, von mir aus. Everything has its use. Jo, wo finde ich denn jetzt eigentlich Hilda? Das ist Lawrence. Das ist Shamir. Warte, ich kann schnell reisen, richtig? Nicht die Kriegskarte, sondern mit R. Okay. Einheit Hilda. Hilda? Hilda? Ach, da hinten. Ups. Hi. Bla 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 bla. Expedition. Been waiting long? Come on then, let's go. I feel so relaxed around you. Das hatten wir schon. Nothing as far as the eye can see. I guess that's not a bad thing, though. Das hatten wir auch. Sprechen. A lot of people act differently towards me when they find out who my brother is. Überzeugt sagen, das sei zu erwarten. Lachend sagen, das sei nur natürlich. Fragen, ob das auch für dich zuträfe. Was? Ach so. Ob unser Charakter das ebenfalls auch sagt. Oder wie? Überzeugt sagen, das sei zu erwarten. Ja. Schade. Verdammt. Just because we're in the middle of a war doesn't mean we can't be fashionable. Was? Ich meine, okay, aber trotzdem, was? Ihren Eifer loben, sie schelten, dass der Krieg andauert. Zustimmen. Ja, zustimmen. Mhm. Verdammt. Das fand sie nicht interessant? Oder richtig? Oder gut? Oder was auch immer? Arbeiten hier beim Putzen zu... Ja, dass ich das mochte, war irgendwie klar. Die Unterhaltung lief im Sand. Wer lief im Sand? Die Unterhaltung lief im Sand. Auch interessant. Auch interessant. Okay. Schön. Dann jetzt noch schnell Training und dann ab zum nächsten Kampf. Training can be the difference between victory and defeat. So, jetzt können wir noch weitere Leute hinzupacken. Dann machen wir doch einfach mal die beiden. Und
Oh. Ich könnte noch ein neues Level geben, neue Klasse geben. Weil er die Voraussetzung für die neueste Klasse auch wieder hat. Ja, ich wollte ihn eigentlich auch zum Panzerritter am Ende machen. Oder halt Bandit. Warte, warum kann der bewährte Ritter mit der dicken Panzerung mehr oder schneller laufen als ein Bandit mit leichter Rüstung? Oder allgemein. Oder vielleicht habe ich das falsch herum verstanden. Ah. Es kann auch sein, dass es vielleicht einfach Negativpunkte sind. Nein, das macht keinen Sinn. Sonst wären die Ritter ebenfalls. Na egal. Dann würde ich sagen... Ja komm, machen wir einen Banditen aus ihm. Steht ihm auch tatsächlich. Sieht gar nicht mal schlecht aus damit. Sure. So, trainieren. Genau. Ihr habt alle noch Klassen, die trainiert werden können. Das ist wichtig. Und Training beginnen. I learned a lot. Thank you. Another trick. I'll master that. I am capable of so much more. Folgende Fertigkeit erlangt Verwandtschaft. Verwandtschaft ist eine Fähigkeit. Can't wait to see how you do. Dann habe ich vielleicht ein wenig zu viel von dieser Fähigkeit. Gut. Dann. Ich sollte vielleicht mal auch die Fähigkeiten durchgucken. Defensivtaktik. Können sie aber nicht verwenden. Das ist komisch. Verwandtschaft, was macht das? Erleichtert es der Einheit, ihren Unterstützungswert im Kampf zu verbessern. Aha, okay. So lässt ja tausende von Sachen. Über den Schaden der Klassenaktionen von Söldnern, Schwertmeistern und Totenpriestern proportional zur Geschwindigkeit. Okay, das ist cool. Das machen wir aber weg. Vorteil, wenn die KP unter 50% betragen, perfekte Abwehr füllt einen kleinen Teil der Kriegeranzeige. Was auch immer perfekte Abwehr ist. Deswegen lasse ich das noch. Ah, Lanze Level 2, sehr gut. Weisheit der Ritter. Erhöht die Füllrate der Kriegeranzeige, wenn die Klassenaktionen einer mit Lanzen ausgerüsteten Kavallerieeinheit eingesetzt werden. Okay. Das kann auch alles so bleiben. Okay. Speichern und weiter geht's. Ich muss sagen, das Menü hier gefällt mir sehr mit dem Zeiger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Game Designer jetzt anfangen würden mit nein, genau genommen ist das ein schlechtes Design, weil die Farbe um 2 Werte zu hoch ist oder so etwas. Aber ich find's cool. Aber ich bin noch leicht zufriedenzustellen. Also. Gut. Kriegskarte. Jo. Einen Kampf haben wir noch. Und danach geht's weiter mit der Story. Okay, die sind aber jetzt nicht so schwer. Also es sieht nicht so groß aus, die Mission. So, vielleicht sollte ich jetzt mal langsam anfangen, dort ein bisschen zu trainieren. Lorenz bleibt auch erstmal dort. Und Lysithia und Marianne werden weiter trainiert. Wobei Raphael vielleicht auch ganz gut wäre.
Ja. Anscheinend sind die hier unten anfällig gegen Magier. Magier sind gut gegen Bogenschützen? Okay. Dann sollten wir das vielleicht als erstes machen. Dann schicken wir nach Marianne nach oben und Raphael nach unten. Beginn. I shall lead us to victory. Let's hurry up and... Please, excuse me. Is this okay? All right, here I go. There's nothing these muscles can't do. Let's try this. I'll give you a hand. Save them. Then we can feast. This'll be a tough one, but we'll manage. You gotta help us out, please. Ja, ja, wir sind hier schon unterwegs. Okay, time to attack. Let us take them by storm. Lichtmagie und KP-Absorption. Ja, das ist natürlich praktisch. Ich bin irgendwie froh, dass sich das durchgesetzt hat mit dem, dass Lichtmagie dafür da ist, um sich selbst auch zu heilen. Das haben sie ja aus Echoes, Shadow of Valencia, haben sie es ja rausbekommen. Inspiriert lassen. Sagen wir es mal so. Da war ja Nosferatu so eine klassische Magie, die man immer verwendet. Eine Standardmagie, die halt von Anfang an gelernt werden konnte. So, Wechsel. Now it is my turn. There is nothing I cannot... I'll fight too. That was nothing for me. Let's give this a shot. Ja, ist ja gut. Wir sehen den Schützen. Okay. Wenn es länger nicht ist. Please, excuse me. Is this okay? So, dann dich befehligen wir jetzt. All right, here I go. Getting things done. Did I meet your expectations? I'm sorry. We weren't strong enough. Hey, that went pretty good. Wow, warum hat er eigentlich schon 2 Anzeigen? Für Flieger, Leiste, was auch immer, wie auch immer es hieß. Vielleicht sollte ich außerdem mal gucken, was ich eigentlich brauche für S-Rang. 500 Soldaten, okay. Petra ist aufgetaucht. Oh oh. Okay. You are not being a match for me. You face Petra McNeary, the new queen of Bridget. Jetzt muss ich noch die ganzen Soldaten besiegen. My situation has taken a turn for the worse. It's nothing to boast about.
Okay, befindet sich in Schwierigkeiten. Was? Wo? Wer? Warum? Hat doch eben gerade noch alles gut funktioniert. Now it is my turn. I can still fight. I'm sorry. We weren't strong enough. We have done it. So, ich bräuchte mal eine große Ansammlung an Soldaten. Kommt mal alle her. You're pretty amazing, all right. Someone was put to rout. I will get vengeance. Es fehlen immer noch 140. Die ich besiegen muss dafür. Come on. Lasst euch doch mal alle freiwillig besiegen, ne? Jetzt hat nicht viel gebracht. Ja. Interesting. Dafür. Das macht der Kopf also. Warum mal noch eine größere Gruppe? Leute, wo sind die ganzen Soldaten hin? Da habe ich schon genug. Ne, 448. Tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger bin die ganze Zeit lang. Aber irgendwie vergesse ich die ganze Zeit, dass ich überhaupt noch am Stream bin. Ich hab so viel Spaß mit dem Spiel. Ich, ja, mach einfach weiter. So, und ich war das jetzt gerade noch genug am Ende. Das fehlten, glaube ich, noch ein paar Leute. Paar Gegner, die ich besiegen müsste. Doch, hat gereicht. Yes! Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Cool. Did I really do it? So, jetzt
Jetzt haben wir auch endlich mal eine Giftlanze. Wir hatten die ganze Zeit von allen anderen Sachen Gift oder nur davon? Nee, warte mal, wir haben noch kein Giftbuch. Wie auch immer das aussehen soll. Dass jemand mit einem Buch vergiftet ist, aber gut. Na, die CIA lässt sich da bestimmt irgendwas einfallen. So. Noch mehr Unterstützung. Sehr schön. Noch ein paar Mittelstufensiegel. Warum eigentlich nicht? Indeed. Lederschild oder Ausweichring? Ah, Ausweichring. Ach stimmt, ich habe die Fische noch gar nicht abgegeben. Vollkommen vergessen. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Um die letzten Vorbereitungen noch zu treffen. Und ein Unterstützungsgespräch noch zu machen. Aber habe ich das jetzt richtig gesehen? Oder ist das nur was von Raphael? Moment mal, Inventar. Raphael, hast du irgendeine Fähigkeit, die das macht? Mit dem erweiterten Balken? Oder gehörte das zur Klasse? Details zur Klasse anzeigen. Nee, ich bin ratlos. Keine Ahnung, was es macht. Egal. Nehmen wir mal schnell. Oh, Leonie könnte noch die Klasse ändern. Moment, dann soll sie einfach die Klasse mal trainieren. Hier den Kämpfer. Kämpferin, wie auch immer. Dann trainiert das mal zusammen. Alle anderen Klassen sind jetzt noch nicht perfektioniert. Dann Training beginnen. We might have worked too hard there. I've got the hang of it. Herz und Verstand. I think it's making sense Oh ja, now. egal. I'll master this. How's this gonna help? List der gepanzerten Infanterie. Okay. Time to work. You can't wait to see how you do. Das gucken wir uns doch erstmal an. So. Die ganzen Waffen noch. Die Fähigkeiten jetzt alle noch ein bisschen verteilen. Aber vorher sollte ich vielleicht noch den Ausweichring. Würde ich vielleicht Cloud geben. So. Dass du die Axtfähigkeit nicht brauchst, ist irgendwie klar. Du bist gut gegen Panzerhandvernichter. Okay. Okay. Erhöht die physische Schadensreduktion innerhalb von Bereichen, die durch Klassenaktionen von bewährten Rittern und Festungsrittern erzeugt wird. Okay. Herz und Verstand. Wenn die Einheit ein Adjutant ist, erhöht die Wirkung der Elementareffekte von Adjutantenfolgeangriffen erheblich. Okay. Okay, gut. Da hatten wir schon alles geändert. Hier können wir zum Beispiel noch Stärke statt Geschwindigkeit draufpacken. Aber ist eigentlich okay, so können wir bleiben.
dabei halt. Bei ihr sollte ich vielleicht nochmal eine Klasse gucken. Die hat jetzt die Klasse erstmal. Ja, es kann eigentlich so bleiben erstmal. Damit sie die Fähigkeiten davon nämlich wenigstens lernt. Unterstützungsgespräche. Hätten wir... Zwei Stück. Dann hören wir uns die kurz noch an. May I speak with you a moment? Oh, yeah. I was just about to take a break. You need something? Our relationship has been strained for a while, so I thought it was time to resolve our issues. It has? Yes. At least I felt that way ever since the incident. The Incident. Die Sache mit dem Gebäck, die Sache mit dem Geist. Oh, das ist fies. Also mit dem Geist, das will ich gar nicht jetzt fragen. Mit dem Gebäck. Oh, you mean that time I found you hiding out and chowing Das macht down sich on besser. some pastries? Oh, I didn't think anything süß. about that. And I didn't tell anyone either. No, not that. Well, yes, there was that, but there was another, more defining incident. Remember? Are you talking about the time I treated you like a kid and you got all mad? Yes, of course that's what I'm talking about. That happened a long time ago. Has it really been eating at you ever since? Well, I mean, I was unable to maintain my composure and got rather aggressive with you over trivial details. I kept telling myself that I had to apologize, but I could never bring myself to do it. But now, I'm sorry. Well, I'd like to apologize too. I should have been more careful with what I said. Why does being called a kid upset you so much? If you don't think of yourself that way, then any comments of the kind should be like water off a duck's back. Interessante Redewendung. I'm a tiny bit younger than everyone else, and it doesn't help that I'm shorter too. Plus, I do have somewhat of a baby face. Really? You don't look that young to me. You don't think so? Yeah. Now that I really look at you, I think you're a very pretty young woman. You act real mature, too. Oh no, I'm not really. But most importantly, your skill at commanding troops puts all the real adults to shame. Hold on. Real adults? So what you're saying is that I'm ultimately still just a child? Crud, I misspoke. What I meant was... There you go, Damages. making excuses again. Now I know exactly what you think of me. This conversation's going sideways again, isn't it? It would seem so. Though, I suppose forgiving you would be the mature thing to do. Hey, there you go. See? You are a real grown-up, Lysithia. Something about this still rubs me the wrong way, but... Oh, fine. I just ask that you keep treating me like the adult I am. Okay. So, dann haben wir noch Lawrence und Marianne. Och nö. Wehe, du tust bei einer Marianne irgendwas an. My, if it isn't Marianne, how is the fine maiden today? Oh, Lawrence. I'm all right, thank you. Off to the chapel again? Your devotion never ceases to amaze me. Yes, I am. Tell me, do you regret taking part in this war? I was most surprised to hear you were joining our forces, so if you are overexerting yourself for whatever such reason... I'm not, and I wouldn't say I regret it either. Hmm? I had no other choice.
When the Officers' Academy shut down, my adoptive father insisted I join the army. I wasn't given the opportunity to say no. I see. So it is by the will of Margrave Edmund that you're with us. Yes. I can only presume he did so as a show of his loyalty to the cause, considering he cannot make much use of his own soldiers. Yet, you do not seem entirely on board with the concept. Are you sure this is what you want? If need be, I would be glad to contact your father and sort this out for you. Just stop. I'm fine with this. It's not like I have anywhere else to go anyway. Marianne. This is the only option I have. So please, just leave me be. Marianne, we are living through an era of immense change. This great war has entangled the three eminent powers in Fodlan, and will undoubtedly leave a lasting impact on the continent at large. Leicester cannot stay the way it is now. No, it must not. Why are you telling me all this? Listen carefully, Marianne. I believe this moment in time to be a wonderful opportunity for you to turn a new leaf. I too feel pressure to do the same, and I have spent my days reacting in kind. Why don't you and I welcome in this new era together as changed people? If only it were that easy. Perhaps things wouldn't be such a struggle. I'm sorry. I will continue to be as I always have. All I can do is pray. If you'll excuse me. Ach, Marianne. Okay. Eine Einrichtung ist erweiterbar. Wer weiß? Habe ich ihm gerade irgendwelche Materialien noch aufgesammelt? Die ich irgendwie übersehen habe? Oh, ich habe vergessen, dass ich die immer noch verbessern kann. Ups. Ausrüsten kann ich verbessern. Inventar, das würde ich jetzt einfach mal machen. Das klaut einfach hier die... Oh, wir haben sogar 2 davon. Kriegst du die freiwillige Infanterie und dann würde ich Lysithia noch die Infanterie der Allianz geben. So. Mal gucken, was das so großartig ändert. Dann würde ich jetzt dann doch schon mal sagen, dass wir die nächste Mission machen. Die nächste Hauptmission. Derdrew, die Stadt des Wassers. Die kaiserliche Armee rückt nach Norden in die Regent-Gebiete vor, um Derdrew, die Stadt des Wassers, anzugreifen. Es liegt an dir, ihre Offensive um jeden Preis abzuwehren. Okay. For the Alliance. Das lädt. Das lädt. Und das lädt. I never imagined we would have such a difficult time advancing when our foes are so disorganized and dispersed. Oh, I knew I shouldn't have come. I can barely handle everyday life, let alone a difficult mission. Perhaps you would have been better off remaining at Garreg Mach then? I volunteered for this assignment, but surely you had other options. Stay at Garreg Mach? No way! I do not want to be there when my father shows up. Then why not request a transfer for the Western Front? The Aryan Road is infamously impregnable. You would have been quite safe stationed there. And risk running into Lady Rhea? She's even scarier! Alright. Well, in that case, there is little you can do but focus on the task ahead. I cannot say I am pleased with our progress thus far, but Derdrew is finally in sight. If we can take the city,
our mission will be complete. The Imperial Army has conquered much of central and western Regan territory. They'll attack the city in a matter of days. Thanks, Shamir. Your scouting prowess is unparalleled. I don't know what we would have done without your reports. It sounds like there's no point trying to delay them anymore. We need to pull the entire army back to Deirdre immediately. Hilda, send word to Duke Goneril and apprise him of the situation. Leave it to me, boss. It seems the repairs to the strongholds and gates have been completed, and all according to your specifications. We actually got it done in time, huh? All that's left is to get our troops in position and our defenses will be ready. The Imperial Army is practically at our doorstep. You should all head straight to your posts. Got it. I'll tell the others. All of our commanders are so young and inexperienced, myself included. We wouldn't have any hope of victory if it weren't for the combat experience you two bring to the table. You're putting a lot of stock in my skills, little Claude. Never thought I'd see the day. If you can just get us through this fight, I'll be able to turn the tables. Don't let me down, okay? Who do you think I am, boy? You've got nothing to worry about. Ich liebe Judith. You've just got to believe in your friends, Claude. If anyone can do this, it's us. That's what I'm betting on. Now let's win this. Okay. Judith wird besiegt und es kommt zur Eroberung der Hafenstadtkontrollpunkt. Okay. So. Barfus überzeugen. Oh. Wir reden ja einen gegnerischen... Warum ist er gegnerisch? Moment mal. Barfus gehört zur Allianz. Warum? Brauche ich Barfus? Nicht wirklich. Statt die Schlacht in der Verteidigungsformation. Senkt die Haltbarkeit. Gewährt Wohlwerk, Kommandanten, Verbündeten, Wohlwerken, die Fähigkeit. Lanzenbrecher. Ach komm, dann holen wir uns einfach vor. Warum nicht? Achso, wir haben außerdem noch mehr Punkte übrig. Gut. Dann, genau, Chase würde ich an der Stelle auch lassen. There's no time to waste. Da würde ich nicht Lawrence, sondern halt Marianne nehmen. Die beiden sind praktisch. Da würde ich vielleicht hier noch Leonie dazu packen. Time to bring down our quarry. Okay. Auf geht's. Hang in there, everyone. We'll turn this around. 15 Minuten haben wir Zeit. 1800 Gegner müssen wir besiegen. Ach, was werden wir das denn anstellen? Okay, fangen wir jetzt mal hier mal an. Time to make a name for my... Let's try this. Let's see how this goes. You can count on me. All right, here I go. Ja, niemanden, der fliegen kann, ne? Da kommen wir gerade gar nicht rüber. Das ist natürlich unpraktisch. Wie wär's, wenn Hilda und Marianne zusammenreisen? Yeah, let's do this. Come with me. Und dann vielleicht Claude und Lysithia? Oder Leonie und Lysithia? Ja, Claude und Lysithia. Let's try this. I'll give you a hand. Und dann vielleicht noch Raphael. Oh ne. Das kann so bleiben.
The port can't remain in enemy hands. Use everything in your power to take it back. Ah, our fearless leader finally makes his entrance. We've been holding out all by our lonesome. My apologies, Judith. I had my hands full elsewhere. We'll need you to maintain our defense. Everyone else, make sure she stays alive. Out of the way! All right, take it down! Time to attack! Nice work. Keep it up. So, das erste haben wir. Ah, ich habe vergessen, die Angriffsfähigkeit zu ändern. Das braucht aber einige Zeit. Okay, weiter geht's. One more left. Come on. I've got you now. Ich habe mir die Bio nochmal angesehen, Yato. Ich wusste nur noch nicht, was genau du meinst. An welcher Stelle fehlt denn da was? Just make sure they don't steal any of our strongholds back. What? Have recaptured the port? This does not bode well. Launch our surprise attack! We set up an ambush inside the city? Can't say I expected that. Lower the drawbridge and intercept them. So. Oh cool, das wird da oben angezeigt, wo die Kamera tatsächlich steht. Das ist praktisch. Für solche Sachen. So. Taps. Sag mal, wo sind denn unsere berittenen Leute eigentlich? Los. Du... Oh, warte mal, das lohnt sich nicht. Oh, guck mal. Doppelte Effektivität. Na dann. Mach das mal. Ich werde da jetzt einfach mal durch... Ach, warte mal, ich habe ja die Fähigkeit. Hui! Ein Dieb ist aufgetaucht. Blablabla. Moment. Den macht ihr am besten erstmal fertig. Plenty of treasure here, ripe for the taking. And take it we did. Time for a quick exit. Yep, wir sind schon dabei. Looting at a time like this? The nerve! Let's take it down at once. Nicht gerade der beste Winkel dafür gewesen, aber egal. Hat funktioniert. Yeah, not bad. We'll protect Deirdre and the Alliance. Whew. I'm glad we got all that stuff back. We are not finished yet. Keep up the assault.
Show them what the Empire is made of. It's no use. We're putting up a good fight, but we're one step behind. There's gotta be a way to turn the tables. That's... Was? Oh. Oh. Fear not. Host Sigisvald Goneril has arrived. I shall deliver Deirdre from the hands of the enemy. Nettes Schwert. Into the fray. Host? What are you doing Wait. here? Ich spiele Holz. I've been Ist ja complaining, geil. though. I will crush the Empire order. Everyone, follow me. Das ist cool. Bring it down. Lester's mightiest hero has come to our aid. We can't be defeated now. My lord, the firearms are ready. Excellent. Prepare to fire. We shall blast a hole through their defense line. Oh. Oh no! Our defensive line is in jeopardy. Isn't there any way to stop them? Jetzt die Bollwerke, um die Feuerkugeln zu stoppen. Jupp, schon dabei. Was ist das für ein Albrecht? All hands, attack! Der Siege Bartles. Okay. Nice work. If we bring them this way, we can use them as a bridge. Wait, isn't that Balti? What's he doing fighting for the Empire? Get those ships over here. Ah. Oh, ich erkenne ja jetzt auch erst das Layout. Das war in Three Houses ja auch schon dabei. Oh. Judith ist in Schwierigkeiten. Was? Oh. Wie wär's denn, wenn ihr mal da hinten helft? Whoa! I should go help. All right, here I go. I better back him up. Please, excuse me. Please, excuse me. Oh, er ist Schwertmeister. Das ist natürlich cool. Schwingendrescher. Okay. Not a problem. Was geht uns hiermit los? Oh, der muss auch noch besiegt werden. I've got this. Ja komm, du warst alles drum. Du besiegst den. Dich befehlige ich. You can count on me. Und du machst das ja. Take a I'm breather. not done yet. A few scratches won't scare me into abandoning my post. Die Richtung muss ich, ne? Attack! Give them no quarter. Let us take them by storm. Let's take it down at once. This rate will break through our defenses. We need reinforcement. Was passiert da oben eigentlich? Warum ist denn da oben eigentlich niemand? Wie wär's denn, wenn du das da oben erst eroberst? Is Haven't you heard of the jaw-dropping king of grappling? Listen up. Hilda, keep this a secret from Holst, would you? Never mind. You're clearly gonna tell him. You should be more careful about what jobs you take on, Balti. Ich wollte nicht den anvisieren, sondern den. Oh, nice. Gotta get... let us take them by storm.
Au. Der ist nicht gut. Couldn't hurt. Scheiß drauf. I've got you now. We can't hold out any longer. Please, send help. Wo denn? I can't fall back now. My reputation as the illustrious king of grappling would take a hit. Au. Coming through. Gut. Balti, just give up already. Why don't you join us instead? Not a problem. Gut, du greifst da unten schon mal an. This. You can count on me. Du greifst da an. Do my best. Hier ist anscheinend schon alles erledigt. Sehr gut. Dann würde ich nochmal kurz hier hinwechseln. Hafenstadtkontrollpunkt. Ach du Scheiße. Ja, befehligen. Arthas wurde rekrutiert. Nice. I think I had underestimated you. This is terribly unfortunate. All units, attack! Follow me! It is a noble's duty to protect the people. We must recapture Deirdre. Besitze alle Bollwerke. Oh Gott. Ja, das wird ja witzig. Let's take it down at once. Watch closely. That was close. I'm not a child. Ja. Deswegen ist es uns schon mal davon besiegt. Zerstört. We managed to take out one of those weapons. Dann befehlige ich sie jetzt noch. I've got this. You can count on me. I'll do my Was? best. Halt, warte mal, ihr solltet vielleicht noch wechseln. Oder entlassen, wie auch immer. Ist eigentlich egal. Oh. Ferdinand ist schon hier hinten. Dann befehlige ich vielleicht erstmal sie. Wo genau ist Ferdinand? Da. Hey, Ferdi. Ich mache mir sowas fertig. Auf jeden Fall. Wenn du das sagst. Let's take it down at once. I make my own luck. Stop! I'm trying. Have to be careful. Was passiert denn hier oben? Warum hat denn hier oben nichts sich verteidigt? Thank goodness. Now they can't bombard us anymore. Das ist Alter, wie viele Gegner hier auch sind. So viel zu Judith kümmert sich darum. Wow. So, wo ist jetzt Birdie hin? Birdie, stopp! Hilda? Let's do this, Marianne. Only if I'm not a bother. I won't run away.
Nice. I want to grow even more. I shall not lose, no matter who comes for me. I shall never back down. I cannot retreat now. Also der Fokus manchmal auf den Gegner ist echt komisch. Ja. So macht man das. Jetzt habe ich leider die optionalen Ziele leider nicht erfüllt dabei. Aber wir haben Notquest erledigt. We won! I want to hear those victory cheers, folks. They're probably planning a second assault after they regroup. But we'll see if that actually happens. Look! The Imperial army is retreating! Steady, Hilda. Don't get too excited just yet. We've only repelled the first wave of their assault. The Empire has been funneling a great deal of troops into Leicester since taking control of the Great Bridge of Murden. I expect they'll have plenty of reinforcements at the ready, fresh and fully prepared to fight. Sharp as ever, Holst. I was thinking the same thing. We're not out of the woods just yet. But you still have your plan, right? I believe it is high time you explain exactly what scheme you hold up your sleeve. Just keep your eyes on the enemy and you'll know soon enough. Assuming the plan actually succeeds, that is. What do you mean by that? Enough with the theatrics. Do you truly intend to evade our questions, even now? Well, if that's what our leader says, we'll just have to monitor the Imperial army and await good news. If you are satisfied with that, Lord Holst, then it will have to suffice. Cloud fragen, warum so vage bleibt. Troll fragen, wie lange ihr noch warten müsst. Ja, das zweite. How long are we gonna have to wait before we know if it worked? Good question. I'd say about 3 days, give or take. If 3 everything days. goes as planned, it'll all be clear as a nice summer sky. Fire Emblem 3 days. And Lawrence, apologies in advance. With? Why are you apologizing only to me? That feels somewhat disquieting. Oh, very well. I shall wait to see just what it is you have been scheming. Ja, jetzt bin ich auch interessiert. But to be clear, if this plan of yours fails, the Alliance is finished. We will no longer be able to resist the Empire. Yes, I'm well aware. Failure isn't an option. Die sieht die Gegner gerade bei B. Ups. Yeah, not bad. Not bad. Oh. More fighting means more strength. Machbar. Stärke 20. Verwende ich ihn so gut wie gar nicht. Not really what I would... I won't let myself... This'll help me break new... Getting stronger. Mhm. Ich hätte trotzdem mal gucken sollen, was wir als Belohnung bekommen hätten, falls wir
Bestrang erreicht hätten. Und wir haben jetzt Wolfes. Und Holst. Cool. Judith wäre mir zwar lieber gewesen, aber ich nehme auch Holst. Move the injured soldiers to the rear. All those who can fight, reform your ranks. As soon as we are prepared, we will launch another attack on Deirdre. Another one? Why don't we just, wait for Count Berkeley's? Our enemy is exhausted, while we have plenty of soldiers who are unharmed and able to fight. This is the most opportune time to strike. Lord Ferdinand. Ah, General Ladislava. We've been waiting for you. Has Count Berkeley's arrived? No, he has yet to depart the Empire. There has been some suspicious activity in southern Leicester that has made the Minister wary to proceed. Suspicious activity, you say? Do we have any idea what the Alliance is plotting? Not to my knowledge, sir. As much as it pains me to say it, perhaps we should fall back until we know more. And yet here we stand, on the precipice of victory. General Ladislava, our scouts have returned. And what do they report? Gloucester soldiers have launched a surprise attack on the Great Bridge of Murden. We've lost control of the bridge. Nice. We anticipate that House Gloucester and Ordelia's forces will soon seize the lands that belong to House Phlegathon. So, Count Gloucester was deceiving us all along. What? We've been tricked? Oh no, 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 no! We're doomed! It seems we have blundered right into an Alliance trap. We have to retreat. Get out of here! Find someplace safe to hide! Calm yourself, Bernadetta. A leader must project confidence for the good of their soldiers. We shall begin an orderly march to the Great Bridge of Murden at once. Though the enemy may give chase, stopping is not an option. We must maintain our course for the Empire and let nothing deter us. Understood. Tja. I am with you, wherever you may take us. I apologize for leading you both into this debacle. For now, all we can do is pray that any part of our host makes it back to the Empire safely. Forgive me, Edelgard. I may not be able to keep my promise to you after all. Ja, Freundchen, du kämpfst auf der The falschen Seite. Imperial Army is on the run. Looks like my plan went off without a hitch. According to a messenger from my father, Gloucester forces have launched a surprise attack on the Great Bridge of Murden. What did you say? The Imperial forces were caught completely off guard and have been driven back. The bridge is once again under Alliance control. He also said that Count Ordelia is working with Count Gloucester to fortify southern Leicester. Using a false surrender to draw the enemy into a disadvantageous position. I take it that was your plan, my lord? Yeah, basically. Except that Count Das ist Gloucester ein ziemlich wouldn't have simpler acted Plan, das hätte man if he eigentlich hadn't schon won the battle durchschauen for Deirdre. können. That was the promise we made. And thanks to all of you, I held up my end of the bargain. So, what's all that mean now? They're saying that House Gloucester and House Ordelia never really betrayed the Alliance. I hope you can all forgive me. I knew the whole time, but my father had sworn me to secrecy. You knew about this, Lysithea? Aber du nicht, Lorenz? My father never breathed a word of it to me. Claude, why was I not informed? Again, I'm sorry about that. Your father made me swear not to say anything until it was over and done with. But why? Is this another sign that he has yet to consider me a worthy successor? That's not it, Lawrence. But it's also not my place to speak for your father. You should ask him yourself the next time you see him.
I'm sure this all came as a shock to you, Lawrence, but there's no time to sulk. We need to move, and quick. If we don't surround and quash the Imperial Army right away, the Genau, plan Lawrence. will So immer eine backfire, Frau. and Count Gloucester will be the one left vulnerable. Schaffst das. He's right. Halt durch. If Count Burgleys were to enter the fray now, our allies at the Great Bridge would be caught in a pincer attack. Nach Graf Berkeleys fragen, nach dem Zangenmalierer fragen. Ah, nach Berkeley. Who's this Count Burgleys person? Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich fragen wollte, The aber gut. Empire's Minister of Military Affairs. His house holds the territory on the opposite end of the Great Bridge. I've yet to face him on the battlefield myself, but he's regarded as the greatest warrior in the Empire. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den auch sehen werden. I see where this is going. We need to move. I hate to ask this of you when you're still exhausted from the last battle, but I'm going to need one more push from each of you. Golden Wildfire. The leader's stratagem. The Alliance army pushes back the Empire at Deirdre, where they receive word that Count Gloucester has rejoined the Alliance. It seems his disloyalty was all part of a deceitful plan. With their position lost, the Imperial army begins to retreat. Claude and his allies press forward, planning to surround them as they flee to Adrestia. The Imperial forces within the Alliance are currently dispersed between the western part of Regan territory and the northern part of Gloucester lands. They're making a desperate attempt to march south, but Count Gloucester's persistent attacks have slowed their progress. I would appreciate it if you could be more precise with your language. In fact, my father's tactics have halted the Imperial Army's southward advance. I'm pretty sure that's what I just said. Anyway, here's where we come in. Yep. We'll surround the enemy, cutting off their retreat and cornering them in western Regan territory. Then, we give them a good thrashing. That's it? Sounds kind of simple if you ask me. Hey, what more could you want? All the best plans are easy to understand. Trust me, it's a sure win. Yeah, even I know what's going on now. We just have to herd the Imperial army into western Regan territory and stop them from moving any further south, right? Couldn't have said it better myself. Just remember that the enemy knows this is their last stand. We have to proceed with caution. I want to finish them off before Count Burgleys has a chance to muster a sizable army and mount an attack. Ferdinand and Bernadetta are leading the Imperial Army, right? I'm guessing you'd rather not kill them? Believe me, I don't want that either. We may have been in different classes, but they're still our old friends from the Academy. Once our forces are in place, I plan to offer them terms of surrender. But for now, we need to focus on driving their army into a corner. You got it! I swear on these biceps, I won't let them get away! I don't know. I'm not convinced it's gonna be that easy. But I guess that's besides the point. We've got to get out there. You said it. Let's move out. I can't believe that Count Gloucester betrayed us. The Great Bridge has fallen back into enemy hands. Now that our troops are trapped on Alliance lands, House Regan and House Gloucester have them surrounded on both sides. It's doubtless one of Claude's clever little stratagems, and it stings. I don't understand. Everyone is aware of the troubled history between Regan and Gloucester. Why would they decide to bury the hatchet now? Unless this supposed feud is little more than a web Claude has spun for this exact moment. Perhaps it is, but perhaps not. For all we know, he wants us to overthink the situation and make a greater mistake.
As it stands, Ferdinand's forces are trapped behind enemy lines. The Minister of Military Affairs is moving to recapture the Great Bridge of Murden with all haste. However, I fear he lacks a sufficiently sizable force to do so swiftly enough to reach our isolated comrades before they are crushed. We cannot stand idly by while our allies are in danger. What are our options, Hubert? I have already taken the liberty of engaging several promising mercenary companies. Uh-oh. I directed them to covertly enter Alliance territory and provide reinforcements to Ferdinand. Why was I not informed of any of this? From the very beginning, I had my doubts about Ferdinand and his ability to lead our troops to victory. I employed these mercenaries using my own personal funds, which obviated any need to report it. And you believe they'll make it to him in time? I do. It turns out that they are quite familiar with the terrain. I am confident that they will prove well worth the cost of their contracts. It's funny, Hubert, to think that your complete lack of faith in Ferdinand might be the very thing that saves his life. The world truly is a mysterious place. Nice. Let's talk. Ja, sprechen wir mal kurz mit Holz. Excellent. Das klassische Sachen natürlich nicht. Wie sieht die neue Einrichtung an? Ja, jetzt ist das da unten. Und wir haben Auszeichnungen. Well, how'd it go? Any result's a good result. Kann ich schon? Gut. In der Taktikakademie kannst du die Kampfkompetenzen deiner Einheiten verbessern. Durch das Erweitern dieser Einrichtung werden neue Möglichkeiten zur Verbesserung freigeschaltet. Beschützungswürdige Krieger anzeigen. My instruction comes at a high price. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt die zweite Kriegeranzeige. Sehr, sehr, sehr gut. Achso, wir können aber auch einzeln für die Leute auch nochmal Kriegeranzeigen ändern. Don't neglect your daily studies. Das werde ich mir dann halt privat nochmal angucken. Supplies are the lifeblood of any army. Everything has its use. Gehen wir ganz kurz zu der Kriegskarte. Oh. Anna's Secret Job. Ja, sehr schön. Jedes Mal, wenn du in den Kampf ziehst, wechselt sie den Ort. Also ergreife die Chance, ihren Laden zu besuchen. Ja, nice. Ich würde vielleicht erstmal das hier tatsächlich machen. Weil wir halt jedes Mal, sobald wir die erste Mission davon gemacht haben, dass dann noch ein bisschen Story kam. Dann würde ich das hier ganz schnell einfach mal machen. Bevor ich halt noch andere 500 Gegner besiegen. Das ist alles. Bevor die Zeit abläuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass Holz jetzt ein bisschen zu stark ist, aber wenn ich sterbe, würde ich vielleicht gerne abnehmen. I don't care much for battle. Okay.
Okay, hier muss ich definitiv mit unten einsetzen. Let's clean up. So. Inventar. Jetzt würde ich ganz kurz von Holst das Schwert nehmen wollen. Das Eisenschwert einfach mal in die Hand gedrückt. Dann würde ich gleich Cynthia seinen Schwingendrescher geben. Einfach weil das cool aussieht. Dann kann ich Chase das andere Schwert nehmen. Das bessere Stahlschwert, genau. Okay. Dann speichere ich kurz. Und los geht's. Let's earn our keep. Wir singen ja mal ganz schnell 500 Soldaten. Oh, if I must. This should be easy if we work together. So, jetzt haben wir das Problem, dass das hier leider Soldaten sind. I've got it. Let's give it a shot. You can count on me. Wait, den kannst du. I'll do my best. Okay. Yeah, we can win this. Let's clear it up. You take the lead. Ich halte mich viel zu lange an diesen einen Männchen auf. Tastes more bitter than blackest coffee. Of course I did it. Would this do? So, genau. Stellt mal ganz viele Gegner hier hin, dass ich das hier machen kann. Well, I suppose. We'll do it together. I've got you now. Das hat leider nicht so viel gebracht, wie ich wollte. Shamir befindet sich jetzt schon in Schwierigkeiten. I've got it. I'll follow your lead. Gotta get it together. Enemy down. You know, perhaps I really am curious about your power. Watch closely. Ah. Ich habe schon wieder vergessen, die Fähigkeiten zu ändern. What a nuisance.
Wo ist die denn? Ah, da ist sie. Warum genau ist sie jetzt sehr effektiv dagegen? Nur wegen... Nee. I'm not there yet. I beg of you, help! Unterwegs. What a nuisance! Ow. That was close. I'm not a child. How can I face my comrades after this? Hilft noch? I gotta fall back. So, der Bürgerin geholfen. Sehr gut. Thank you. I'll repay you somehow. My strength is yours. Damit haben wir das auch erledigt. Mission erfüllt. Sehr Good gut. thing I didn't slink off for a nap. I won't let myself. Ja, komm. Ah, schade. This is quite fascinating. That should come in. Nice. Das ging eigentlich ziemlich gut. Ja, wie schon erwartet. Sehr gut. Is that you, Claude? Oh. What are you doing in a place like this? Oh, hey. I'm not up to much. Just shirking my duties for a little bit. Your plan's going well, huh? We've managed to corral most of the Imperial forces that are still in the Alliance. Everything's moving like clockwork. At this rate, it won't be long before we've finished off the entire enemy force. You don't seem too happy about it. Hasn't this whole war been unfolding exactly the way you thought it would? So far, yeah. But it's not over yet. Unless we find a way to stop them, the Empire is going to make another play for the Great Bridge of Murden. And when that happens, we'll be taking on Count Bergliez himself. It'll be a brutal fight, no matter how many angles we try to play. And even if we pull it off, what then? Do we invade the Empire or just stay on the defensive? We don't know what's going on with the Kingdom and the Church, and the Almirans could decide to drop in on us again at any time. There are limits to how far I can map things out, but the Alliance won't survive unless I account for every possibility. I'm dancing as fast as I can here, but there's no end in sight. And these feet are starting to get tired. Ihm versichern, dass es schaffen wird, ihm sagen, dass ihr das gemeinsam durchstehen werdet. Ja, das zweite ist gut. You don't have to shoulder all that weight by yourself. I'm sure we can figure out a plan if everyone puts their heads together. Now, there's an idea. Hey, would you be willing to hash it out with me? Me? Oh, I'm not sure there's anything all that useful knocking around in my head. Speak for yourself. I, for one, have plenty of wisdom to share. Perhaps I should grant you some? Habe ich schon erwähnt, dass ich Aval liebe? I probably won't be much help, but on the off chance I do get a flash of inspiration, I'll be sure to let you know. Excuse me?
I've placed myself at your disposal, yet you claim there's only an off chance that I'd have a good idea? I'd appreciate a little more credit. You know, I'm really glad you're the one who hired me, Claude. You've got vision. You think about all these things that never even occur to me. Plus, I know you'll always pay me on time. Well, thanks for the vote of confidence. Sorry to make you listen to all my griping. But you know what? I feel a bit better now. Maybe it's not such a bad thing to let it all out now and then. Well, if all you need is someone to vent to, I'm here. I'll even give you a real good rate on it. Wait, you're charging me for this? You mercenaries sure know how to bleed a guy dry, don't you? Okay. Was wäre jetzt die Belohnung gewesen für... Achso, ja, hatten wir schon erstmal, richtig. Naja, okay. An der Stelle würde ich den Stream, glaube ich, beenden. Entweder spielen wir heute Nacht noch weiter. Oder mal gucken. Oder nächste Woche. Also, naja, oder vielleicht sogar schon morgen. Mal gucken. Ich würde jetzt mich erstmal verabschieden, weil ich brauche mal eine Pause. Ja. Es geht mir tatsächlich erstaunlich gut. Heute Morgen dachte ich noch, nee, vielleicht wäre es keine gute Idee zu streamen, weil ich irgendwie Kopfschmerzen hatte. Merke ich nichts davon. Ziemlich geil. Naja. Ich will mich an der Stelle erstmal verabschieden. Wir sehen uns später. Vielleicht ist morgen, vielleicht ist übermorgen. Mal gucken. Ja. Bye bye. Danke fürs Zuschauen. Vor allem danke für die ganzen Follows, die heute reinkamen. Das war sehr schön. Da habe ich... Ja, das zeigt, dass ich was richtig mache. Deswegen Dankeschön. Okay. Wir sehen uns. Ich würde offscreen jetzt noch ein bisschen hier grinden und versuchen, die Level noch zu erhöhen und die Klassen zu erhöhen und so weiter und so fort. Ja. Und dann? Bye bye. Moment.